Hallo, hallo. Schön, dass ihr heute Abend die Zeit gefunden habt, herzukommen. Ganz herzlich willkommen beim SIRPLUS TALK. Und erstmal einen Riesenapplaus. Danke fürs Kommen und Dasein und für dein Wirken, lieber Raul. Du bist ein Mensch, der die Welt verändert. Und zwar nicht nur in deinem Kopf, sondern mit deinem Wirken dich seit Jahrzehnten für ein besseres, friedlicheres Zusammenleben zwischen uns Menschen einsetzt. Und dafür bin ich dir und ich glaube auch ganz viele Menschen da draußen und auch bei uns auf Instagram, die uns alle verfolgen, sehr, sehr dankbar. Schön, dass es dich gibt. Danke fürs Dasein. Danke. Danke für die Einladung. Ich habe jetzt mein erster Instagram Live-Feed. Hallo. Ja genau, hallo da draußen. Schön, dass ihr am Start seid. Also wir sind ja schon öfter mit SIRPLUS TALK am Start gewesen. Und wir sind jetzt, glaube ich, in der 5. Edition. Das heißt, wir hatten hier Waldemar von Einhorn, Milena von Original Unverpackt, auch wenn unsere Unverpackt-Ecke jetzt nicht von Milena ist. Das hat leider nicht so geklappt zeitlich. Manchmal funktionieren die Dinge nicht. Günter Faltin war da. Und jetzt bist du heute da und wir haben gesagt, wir haben so rund eine Stunde Zeit, wo wir einfach uns hier so ein bisschen unterhalten, wir beide, und danach aber auch uns sehr freuen auf eure Fragen aus dem Publikum, aber auch von online, von irgendwo in der Welt, weil wir sind ja alle heute schon so vernetzt. Und wenn ihr das irgendwann auch nochmal teilen wollt oder sehen wollt, kann man das auch noch machen. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, weiß nicht, seit es 3 oder 4 Jahre her ist. Wir haben uns, glaube ich, im ICE kennengelernt. Ich kannte dich schon vorher, muss ich sagen. Aber ja, wir haben uns dann im ICE persönlich live getroffen. Du bist ja auch Ashoka Fellow, wenn ich mich recht erinnere. Auch das teilen wir, ja. Das heißt, auch das teilen wir und das ist so ein bisschen wie so Familie. Ja, also ich bin auch persönlich hier jemand, ich kannte dich auch vorher. Also ich dachte, ich quatsche jetzt an, weil einfach so viel Respekt und so viel, auch den Mut, den du aufgewandt hast in deinem Leben und auch den anderen Menschen Mut zu machen, ich das so vorbildlich fand und immer noch finde und glaube, es braucht mehr Menschen wie dich, die sagen, ja, wir können die Welt verändern und wir sehen es, glaube ich, gerade auch an Greta. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie alt man ist, wie groß man ist oder was man irgendwie gelernt hat. Wir können alle ein Teil der Veränderung sein und dafür braucht es auch unglaublich viele Menschen. Und du bist da jemand, der eben für mich eben so ein Paradebeispiel ist, was man alles bewirken kann. Und du hast einen Verein gegründet, die Sozialhelden. Und zwar, so wie ich das verstanden habe, dieses Disability Mainstreaming. Ich muss das hier ablesen. Es ist Gender Mainstreaming nur mit dem Thema Behinderung. Okay, und könntest du aber, du hast den ja gegründet, ins Leben gerufen, hast es, glaube ich, nicht alleine gemacht, aber du warst die treibende Kraft. Kannst du sagen, was war da der Anlass zu? Also du hast ja irgendwie gesagt, du möchtest was bewegen in der Welt und hast dann gesagt, du gründest einen Verein. Wie kam es da dazu und was ist das Ziel? 7 Leute müsst ihr sein, wenn man einen Verein gründen will. Das heißt, wir waren zu 7 und ehrlich gesagt waren wir eigentlich mein Cousin und ich und die Angehörigen. Und wer nicht bei 3 auf den Bäumen war, der musste halt Mitglied werden in diesem Verein. Die Idee war immer, dass wir gesagt haben, wir wollen soziales Handeln damals noch MTV-fähig machen. Also dass man irgendwie, MTV gibt es oder gab es dann lange nicht mehr und jetzt gibt es wieder. Aber die Idee war letztendlich, diese Komplexität aus Engagement runterzunehmen und zu sagen, jeder kann sich irgendwie engagieren. Und das haben wir damals radikal MTV-Fähigkeit genannt. Und unsere erste Idee war sogar eine Idee, die in einem Supermarkt stattfand. Nämlich, dass wir Supermarktkunden die Möglichkeit gegeben haben, ihren Pfandbon zu spenden. Also wenn ich mein Lehrgut abgebe, dann bekomme ich ja diesen Scheißzettel. Und dieser Zettel, der ist dann, zwingt uns dann einmal durch diesen Laden zu gehen und dann ihn an der Kasse einzulösen. Oder aber wir vergessen den Zettel. Tun ihn in die Hosentasche, tun die Hose in die Waschmaschine und dann fusselt's. Wer von euch hatte das schon mal? Genau. Und diesen Bon haben wir persönlich immer gehasst. Und dann sagte mein Cousin irgendwann, aber kann man diesen Bon nicht eigentlich auch spenden? Weil wir bringen die Pfandflaschen ja nicht zurück wegen 25 Cent. Also jedenfalls nicht alle. Und deswegen
dachten wir, wir bringen die Flaschen zurück, damit die Wohnung aufgeräumt ist, aber nicht wegen dieses Zettels. Also kann ich den Zettel ja spenden, das war die Idee. Und dann haben wir neben den Pfandautomaten eine Box aufgehangen, wo man dann seinen Bon einwerfen konnte. Und das haben wir in Zehlendorf, in der Kleeallee, bei Kaisers damals, in deren Flagship-Store gemacht. Und diese Box hat in einem Monat so viel Geld eingenommen, dass unsere Erwartung um das Dreifache übertroffen hatte. Und witzigerweise ist es so, dass wenn man Ostdeutschland als Fundraising-Markt geknackt hat, also wenn man in Ostdeutschland es geschafft hat, eine Fundraising-Aktion zu machen, funktioniert das automatisch in ganz Deutschland, weil die Ostdeutschland wenigstens spenden. Und wir konnten es also beweisen, dass es funktioniert. Und auf einmal haben wir dann diese Idee in relativ, ja, also schon längerer Zeit, 3 Jahre gebraucht insgesamt, dann in ganz Deutschland verbreitet und etabliert. Das erkennt man manchmal in Supermärkten, nicht bei Lidl, weil da gibt es das jetzt im System als Knopf. Für die Tafeln, glaube ich. Genau, oder? für die Tafeln. Wir haben das auch für die Tafeln gemacht, wie die Berliner Tafeln allerdings, die ein bisschen unabhängiger sind. Und in anderen Supermärkten machen wir das mit anderen Organisationen, wie zum Beispiel Pro Familia. Das Interessante ist, dass unsere Boxen mehr umsetzen als diese Lidl-Automaten, weil den Knopf zu drücken natürlich auch wieder anonym ist, also irgendwie auch entpersonifiziert dieses ganze Spendenprozess. Ich habe diesen Baum ja mal kurz besessen, das heißt, ich spende ja aktiv etwas, was mir gehört, als wenn ich anonym den Knopf drücke in einem Supermarkt, der jetzt auch nicht das geilste Image hat. Deswegen sind wir da so ein bisschen stolz darauf, dass das ganz gut funktioniert hat. Und dann war dieses Projekt also erfolgreich. Wir nannten es dann Fantastisch helfen oder auch Fundraising. Und dann kamen Journalisten mit der Frage, was macht ihr denn als nächstes? Also, aber jetzt mal kurz den Zeitrahmen. Also ihr wart 7 Leute oder wart ihr mehr? Genau, wir waren 7 Leute und es war 2005 bis 2008 ungefähr, dass wir diese Pfandidee gemacht haben und immer noch machen. Fantastisch-helfen.de. Aber das heißt, ihr habt jetzt Kohle eingesammelt, weil Leute gesagt haben, ja, ist irgendwie genau, ich brauche jetzt diese 25, 50 Cent oder 2 Euro, das war jetzt nicht so wichtig, aber das sah irgendwie gut aus. Was habt ihr denn da draufgeschrieben, dass die Leute dann gesagt haben, das lege ich jetzt da rein? Weil ja, unsere Idee war von Anfang an, dass wir gesagt haben, das Geld bekommen nicht wir, sondern die Organisation, für die gespendet wird. Das heißt die Berliner Tafel. Und dann haben wir in den Supermärkten neben dem Automaten ein Schild aufgehangen, hier können Sie Ihren Pfandbon spenden für die Berliner Tafel, davon kaufen Sie ABC. Das muss ich jetzt nochmal nachfragen, also das war jetzt dein Cousin, der diese Idee hatte, genau. Und ihr habt das umgesetzt und ihr wart damit die Ersten in Deutschland? Ja, wir haben das Pfandspenden in Deutschland eingeführt. Wow. Dafür brauchen wir einen Applaus. Und das ist ja mittlerweile, ich muss kurz dazu sagen, also Lidl mit dem Image, das kann sich jeder selber denken, aber es ist so, dass die da wirklich, da geht es um Millionen, die mittlerweile dadurch an die Tafeln auch gehen und die dann wiederum auf den Bundesverband der Tafeln aufgeteilt werden, auf die über 900 Tafeln und soweit ich weiß, gibt es ja jetzt auch mit vielen anderen Organisationen, aber das heißt, ihr habt da wirklich was, vielen Dank an deinen Cousin, liebe Grüße. Richtig aus. Wirklich was in Gang gesetzt, was mittlerweile wahrscheinlich Dutzende Millionen Euro in die richtigen Kanäle gebracht hat. Ja, also man kann auch das Tafelsystem kritisieren. Das, glaube ich, muss man auch an der einen oder anderen Stelle, weil je größer die Tafeln werden, desto größer ist ja auch das Problem, das wir gesellschaftlich haben. Das heißt, eigentlich müssen Tafeln kleiner werden und nicht größer. Und je mehr Geld Tafeln bekommen, desto weniger Hartz IV zahlt der Staat. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen kritisch drauf blicken, aber im Grunde hast du recht, ja. Und ihr wart dann zu 7 gestartet, in den 3 Jahren hat sich Sozialhelden e.V., ist das größer geworden oder wie? Ja genau, also das war dann halt so, dass wir dann also gesagt haben, 100% der Spenden bekommen also die Organisation und wir gingen leer aus. Hatten aber die Arbeit mit diesen Boxen, mit Verwaltung, Reparatur. Geiler Deal, würde ich sagen. Also. Und dann haben wir irgendwann das Ganze aus unseren privaten Geldern finanziert oder Wettbewerben, die wir gewonnen haben. Und dann haben wir einen Geschäftsführer eingestellt, also erstmal ehrenamtlich, der dann gesagt hat, okay, ich versuche da mal ein Lizenzmodell reinzuwegen. Und jetzt funktioniert das Lizenzmodell so, dass Organisationen, die diese Boxen bei uns bekommen,
im Jahr pro Box eine Gebühr bezahlen, unter 100 Euro liegt die, und die müssen sie aber nur dann bezahlen, wenn die Box das Geld auch eingespielt hat. Das heißt, die Organisation kommt auf jeden Fall mit mehr raus, als sie reinging, und wir profitieren dann letztendlich so weit, dass wir davon die Administrationskosten bezahlen konnten. Und dann hatten wir auf einmal wieder Zeit, weil wir konnten uns dann von diesem Geld eine 400-Euro-Kraft erstmal einstellen, die dann die Administration dieser Boxen machte, und wir hatten dann Ideen für Neues. Und die Kurzversion des Folgeprojekts ist dann die, dass dann wir irgendwann dann auf die Frage kamen, wollen wir nicht mal was zum Thema Behinderung machen? Ja, war denn das Team von den 7, gab es da andere Menschen, die auch? Damals war ich der Einzige. Und es war auch so, dass ich bis zu meinem 27. Lebensjahr auch mit dem Thema Behinderung nichts zu tun haben wollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Einige sagen vielleicht, ja, da hast du was verdrängt oder so. Aber auf der anderen Seite, es wird ja auch nicht jede Frau Frauenbeauftragte. Also, auch wenn es schön wäre, aber nur weil ich eine Behinderung habe, muss das ja nicht heißen, dass ich automatisch mich jetzt für Behindertenrechte einsetze. Und das war meine Haltung sehr lange. Ich habe dann Werbung studiert, ich habe beim Radio gearbeitet, ich habe in Werbeagenturen gearbeitet und wollte damit immer möglichst nichts zu tun haben. Und dann sagte dann aber jemand bei uns im Verein, vielleicht wäre das doch mal was. Und ich war sauer, muss ich ehrlich sagen, weil ich dann auch das anmaßend fand, von jemand anderem mir zu sagen, was ich jetzt tun soll. Und fing dann an, aber darüber nachzudenken. Und was mich am meisten bewegt hatte, war, dass eben genau der Gleiche zu mir gesagt hat, ich bin es leid, mit dir immer in das gleiche Café zu gehen. Und wir sind deswegen immer in das gleiche Café gegangen, weil es das einzige Café war, das wir kannten, das rollstuhlgerecht ist. Und ich kannte das Café, ich war zufrieden. Es gab guten Kaffee, es gab guten Kuchen. Aber der Kumpel von mir meinte, es gibt noch viel geilere Kaffees und noch viel geilere Kuchen. Aber die hast du halt nie kennengelernt, weil du warst nie drin. Und letztendlich bin ich durch dich auch behindert, weil ich kann nur mit dir dahin gehen. Und es hat zum ersten Mal in meinem Kopf dann geackert und geklickt, dass er sich dann vornahm, in seiner Nachbarschaft zu gucken, wo man noch hingehen kann, rollstuhlgerecht. Und er hat es immer vergessen, sich zu merken. Und dann meinte er, wie wäre es denn, wenn man eine App hätte? Ne, so eine Art Google Maps für Rollstuhlfahrer. Und das haben wir dann gebaut. Und das ist die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, die wir 2010 gestartet haben, mehr oder weniger aus Unwissenheit, wie man Karten baut. Also Entschuldigung, man baut ja jetzt nicht einfach so sowas, ich habe ja selber auch ein bisschen mal was gebaut und das ist ja ganz schön kompliziert. Man muss sich ja mega scheiße kompliziert, da hast du auch keinen Bock drauf. Ja? Ja. Wir hatten das Glück, dass wir einen Programmierer kannten, dem wir Geld in die Hand drückten, das wir aus diversen Wettbewerben hatten. Ungefähr 10.000 Euro, die wir ihm dann einfach in die Hand gedrückt haben und gesagt, ey, wir haben hier eine Idee, wir haben die PowerPoint, kannst du das irgendwie make it happen, wie auch immer, ja. Und dann hat er ein Jahr daran programmiert und Christoph Bünte, hallo, falls du zusiehst, er hatte das Produkt gebaut. Und das Ding ist dann letztendlich sehr erfolgreich geworden, aber nicht im monetären Sinne, sondern einfach im Storytelling, aber auch im politischen Sinne. Und das hat aber gar nicht so viel damit zu tun, dass die eine geniale Idee hatten, weil sorry, also wir hätten auch Club Mate auf einer Karte mappen können, ne? Also das ist die Verfügbarkeit von Club Mate oder in welcher Kneipe du rauchen kannst. Gibt es jetzt eigentlich schon? Ja, es gibt eine Mate-Map und es gibt auch eine Raucher-Map. Aber auf jeden Fall, also die Idee, irgendwie Rollstuhlgerechtigkeit zu bewerten, ist nicht, ehrlich gesagt, nicht genial, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was uns geholfen hatte, war der Zeitgeist. Die Leute hatten gerade Smartphones. Das iPhone 3G war das erste vernünftige Smartphone mit Internetzugang. Und die Leute hatten gerade Google Maps gelernt. Und unsere Geschichte war Google Maps für Rollstuhlfahrer. Das war die einzige Geschichte. Und du kennst es ja vielleicht auch aus den eigenen Projekten. Es geht eigentlich vor allem um eine super saubere Kommunikation oder eine einfache Kommunikation. Und Google Maps für Rollstuhlfahrer, obwohl es nicht Google Maps ist, sondern die OpenStreetMap, hat die Leute sofort getriggert. Und wir waren die erste soziale App auf dem Smartphone. Und das hat uns natürlich dann in diversen Tech-Blogs und Tech-Magazinen irgendwie rauf und runter feiern lassen. Und
irgendwann kam Google auf uns zu und meinte, ja, wir machen jetzt demnächst eine Werbekampagne für den Browser Chrome und wir wollen unter dem Motto "The Web is what you make of it", das Netz ist, was du daraus machst, Geschichten des Internets erzählen. Und ihr wäret so eine Geschichte, habt ihr Lust mitzumachen? Und wir so, ja klar. Und dann haben sie uns das Drehbuch geschickt, das war grottenschlecht. Und es war so ein trauriger Rollstuhlfahrer, ist er hier allein und ist er dabei und so. Ne? Und dann haben wir gesagt, wir haben auch Werbung studiert, wir würden gerne an der Story drehen. Und die Agentur war super ängstlich und dachte, oh Gott, die machen jetzt einen 10 Minuten pädagogischen Clip dann raus oder so. Aber wir haben einfach die Geschichte umgedreht, dass ein Rollstuhlfahrer einfach es satt hat, leid ist, nicht mehr zu wissen, wo er hingehen kann und dann einfach selbst was baut. Das war ja auch die Geschichte. Und Google fand die Idee gut und die Agentur wurde dann praktisch überzeugt. Und dieser Spot lief dann und absurderweise um 20:14 Uhr auf allen Privatsendern am 2. Oktober gleichzeitig. Und das hat Google gezahlt? Das hat Google gezahlt, weil es hier ein Werbespot für Chrome war. Wow. Das war Werbung für Chrome, aber die Wimap-Geschichte wurde erzählt. Und 20:14 Uhr RTL zeigte Batman, Pro7 zeigte Harry Potter und überall lief dieser Spot. Und wir waren wirklich, also ich glaube, wir haben 2 Wochen nicht geschlafen, weil wir die Server irgendwie wetterfest machen mussten. Und wir haben echt mit den größten Experten gesprochen. Wir haben Google gefragt, ey, wie können wir unsere Server wetterfest machen? Und die meinten, keine Ahnung, das ist unser erstes Mal, dass wir einen Spot in Deutschland schalten. Wir wissen nicht, wie die Deutschen reagieren. Und dann war 20:15 Uhr und die Wimap lief noch. Und 20:16 Uhr war alles tot. Und ungefähr 10 Minuten ging die Wimap nicht mehr. Genau in der Zeit, wo die Leute am Computer dann ausprobiert haben. Aber witzigerweise wurde dieser Spot mehrfach wiederholt, über 6 Wochen. Und das hat dazu geführt, dass die Leute mich dann anfingen, auf der Straße anzusprechen und dann Journalisten auf uns aufmerksam. Das heißt, du warst in diesem Werbespot die Hauptfigur, genau. Oder? Genau. Okay. Und davon zehren wir heute noch. Also auch von dieser Bekanntheit, weil wir dann versucht haben, aus diesem Fun-Projekt lernend, wir müssen eine Anschlussgeschichte haben. Wir müssen die Geschichte haben, wenn Journalisten kommen, was macht ihr denn als nächstes? Ne? Und diese Antwort hatten wir dann schon. Wir haben es, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber wir haben, glaube ich, 4 Wochen gebraucht, um meine Telefonnummer aus dem Internet zu löschen, die ich vorher noch wild verbreitet hatte, weil ich kannte ja keiner. Und wir haben 4 Wochen gebraucht, um alle anzuschreiben, wo wir noch meine Telefonnummer im Internet gefunden hatten. Weil du die ganze Zeit angerufen wurdest, sie wollten irgendwas wissen von dir. Genau, und das war echt heftig. Und dann haben wir nach und nach unsere Pressearbeit gemacht. Und das Witzige war, und seitdem machen wir Disability Mainstreaming, dass wir gemerkt haben, okay, wir haben da anscheinend mit der Wimap was ins Leben gerufen, was die Leute irgendwie interessant finden. Aber Journalisten und Journalistinnen hatten große Probleme, über Behinderung zu schreiben. Dann hieß es immer, Raul Krauthausen meistert tapfer sein Schicksal und hat trotz seiner Behinderung irgendwas gemacht. Aber es war nie die Geschichte, irgendjemand hat die Wimap ins Leben gerufen, eine Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte und so weiter und so fort. Die Geschichte war immer mein persönliches Schicksal. Und, aber warum glaubst du, weil sich das quasi leichter verkauft? Genau, so funktionieren Medien. Ne? Die funktionieren dann über Helden und über Schicksal und über Opfer und Mitleid ganz stark, auch gerade beim Thema Behinderung. Und dann fingen wir an, in unserer Öffentlichkeitsarbeit, in Pressemitteilungen, die wir versandt haben, am Ende immer Formulierungsempfehlungen mitzugeben. Und ich weiß nicht, habt ihr mal Pressemitteilungen verschickt? Ja? Wie ist die Resonanz? Ja, so miserabel. Ja, genau. Und die war bei uns auch immer miserabel, ja, bis wir diese Tabelle am Ende hatten. Und diese Tabelle, oder? Ja, also, ja. So eine Formulierungsempfehlungstabelle. Okay. Ja? Die schickst du mir mal? Ja, kann ich machen. Okay. Und diese Formulierungsempfehlungstabelle am Ende hat anscheinend die Journalistinnen irgendwie beeindruckt. Und die fingen dann an, uns anzurufen, nicht wegen der Wimap, um zu fragen,
wie läuft es mit dem Projekt, ja, sondern einfach sagen, Sprache und Behinderung, das ist mega spannend, wusste ich gar nicht, könnt ihr uns dazu mehr erzählen? Und dann saßen wir dann so, nein, können wir nicht. Wir machen die Web, wir haben keine Ahnung von Behinderung, von Disability Studies und so weiter und so fort. Aber der Need war ja plötzlich klar. Journalistinnen wollten wissen, wie man das dann richtig macht. Und dann habe ich bei der Robert-Bosch-Stiftung angerufen und habe gesagt, ey, wir brauchen irgendwie Geld, weil offensichtlich kann man da was draus machen. Und haben die uns 5.000 € gegeben. Dafür, dass wir dann 2 Journalistinnen 3 Monate lang angestellt haben, plus unserem Geld, das wir noch draufgelegt haben, die dann 3 Monate lang erstmal so eine Basis geschaffen haben an ja, historische Betrachtung von Behinderung in den Medien. Also ne, die Freakshows, die es früher gab im 18. und 19. Jahrhundert. Und was ist das heute? Heute ist es RTL 2. Ne, so, und da mal eine Analyse zu machen, wie wird eigentlich auf Behinderung geblickt. Und das Spannende ist, dass wir medial eigentlich nur 2 Typen von Behinderung kennen, nämlich einmal das Sorgenkind oder den sogenannten Superkrüppel. Also das Sorgenkind ist der eigentlich rund um die Uhr 24 Stunden betreut beatmet werden muss und eigentlich allen Sorgen macht. Und der Superkrüppel ist der ohne Arme und Beine paralympisch den Mount Everest mit dem Mund erklimmt oder so. Das ist der sogenannte Superkrüppel. Und medial findet aber nichts dazwischen statt. Ja, das heißt, es gibt nicht die Tischlerin im Rollstuhl. Oder es gibt nicht, keine Ahnung, jemand mit Down-Syndrom, der an der Kasse arbeitet. Ja, sondern es ist immer nur, Mensch mit Down-Syndrom sehen wir in den Medien nur dann, wenn sie irgendeine Sonderleistung gebracht haben. Und das ist ein Problem. Das setzt auch viele unter Druck zum Beispiel. Und das haben wir dann versucht in dem Projekt leitmedien.de, Leit mit D, weil natürlich die Zielgruppe sind Leitmedien mit T, aber die berichten immer leidend über Behinderung, deswegen haben wir sie Leitmedien genannt. Und da informieren wir jetzt Journalistinnen und Journalisten über vorurteilsfreie Berichterstattung zum Thema Menschen mit Behinderung. Und haben uns dadurch letztendlich mehr oder weniger zu Expertinnen gemausert zu dem Thema Inklusion und beraten inzwischen Unternehmen, beraten inzwischen Medienhäuser. Wir haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass, eigentlich ist mein Lieblingsbeispiel im Moment, dass wir die Kinderfernsehsendung 1, 2 oder 3 barrierefrei gemacht haben. Weil die Redaktion hat uns vor ein paar Jahren angerufen und gefragt, ey, wir beobachten, dass immer mehr Schulklassen mit behinderten Kindern und ihren nicht behinderten Klassenkameradinnen vorbeikommen und mitspielen, aber die rollstuhlfahrenden Kinder immer im Publikum sitzen müssen, weil das Studio nicht barrierefrei ist. Könnt ihr uns helfen? Und wir, ja keine Ahnung, komm mal vorbei. Sind wir nach Mainz gefahren und haben dann mit Elton und der Studiodesignerin darüber gesprochen, wie man das Studio umbauen kann. Und wir haben jetzt die dieser Lichterboden, ne, kennt ihr das? Ob er wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Genau. Das ist jetzt stufenlos erreichbar und der Buzzer ist höhenverstellbar. Sodass dann im Februar diesen Jahres zum ersten Mal eine Schulklasse mit einem rollstuhlfahrenden Kind mitgespielt hat. Und das sehen dann einfach Tausende von Kindern am Fernseher und da klebt natürlich nicht Sozialhelden drauf, da klebt auch das Wort Inklusion nicht drauf, sondern Kinder erleben einfach durchs Fernsehgucken, dass es normal dabei zu sein. Und das nennen wir Disability Mainstreaming. Das heißt, es geht gar nicht um uns, sondern es geht eigentlich darum, es zum Mainstream zu machen, dass Menschen mit Behinderung dabei sind, so wie ihr es zum Mainstream machen wollt, dass man Lebensmittel nicht wegschmeißt. So, es geht ja nicht darum, dass ihr maximal wachsen wollt, sondern es geht darum, dass wir eigentlich den Mainstream ändern wollen. Und ich glaube, das motiviert mich im Moment. Weil du jetzt gerade, also wir wollen übrigens maximal wachsen. Wir auch natürlich, aber ja, also, darf man ja so nicht sagen. Ja, gut, ich versuche da ganz ehrlich zu sein, weil ich glaube, wir haben ja mittlerweile auch unsere zweite Crowdfunding-Kampagne erfolgreich gemeistert mit 2000 Supportern. Wir wollen jetzt mit Franchise nach ganz Deutschland kommen, weil uns eben Leute aus ganz Deutschland auch angeschrieben haben, gesagt, hey, ich möchte auch so einen Laden haben
möchte da bei mir lokal halt auch mitretten können und online ist zwar auch schon schön, aber ich möchte auch Obst und Gemüse und Kühlwaren und das verschicken wir eben nicht. Und uns haben aber auch Hunderte geschrieben, die gesagt haben, ich möchte so einen eigenen Rettermarkt aufmachen. Also wir wollen auch sagen, wir haben Wissen gesammelt, wir haben Expertise, Brand, wir haben die Lebensmittel und wir können anderen Menschen empowern, eben auch so einen Rettermarkt. So wie wir es mit Foodsharing ja auch gemacht haben, da haben wir auch das runtergeschrieben, haben es in eine Software gegossen und dann auch skalierbar gemacht. Bei uns war jetzt so bei Foodsharing so der Rahmen, das ist nicht weiter als das deutschsprachige Länder gewachsen. Und jetzt ist da für mich die Frage, weil du sagst, ihr wollt eigentlich nicht wachsen maximal, sondern ihr wollt, dass es halt ankommt, aber jetzt nochmal auf Disability, Mainstreaming, da ist doch schon, und du hast es ja auch gerade so ein bisschen gesagt, eigentlich wollt ihr schon wachsen. Wie ist das, du sprichst jetzt über Deutschland und du agierst hier, wie ist da international die Welt aufgestellt, wie funktioniert das, habt ihr da Gedanken, gibt es da irgendwie einen Club, einen Verein, Verband, keine Ahnung, der da versucht auch so ein bisschen, in Europa gibt es auch zum Beispiel noch nicht eine Lobbygruppe, die sich wirklich, es gibt 100.000 Menschen, die bei der Tafel in Europa arbeiten oder bei tafelähnlichen Organisationen, sowas wie Foodsharing und aber eben auch Firmen, die mit überschüssigen Lebensmitteln versuchen, die wieder in den Kreislauf zu bringen. Das ist zum Beispiel unser Ziel, später zu sagen, ja, irgendwann werden wir auch Profite machen und da bezahlen wir nicht nur die Schulden zurück, sondern wir wachsen weiter, aber wir wollen eben auch wirklich auf politischer Ebene noch mehr bewegen und wir haben 10.000 Lobbyisten in Brüssel und die machen alles, um diese 800 MPs, die Parlamentarier da zu drillen, dass sie das machen, was eben die Konzerne, die 10.000 Lobbyisten bezahlen, dann umsetzen. Und da gibt es halt wenige Leute, die die Fahne hochhalten für die Tiere, die keine Stimme haben, aber auch für die Lebensmittel, die krumm und schräg sind und schon auf dem Acker liegen gelassen werden. Wie sind da eure Visionen, Ambitionen oder wie ist da überhaupt die Lage? Weil ich kenne mich da nicht so aus. Ja, ich weiß gerade nicht, ob wir Umweltschutz bzw. Nachhaltigkeit mit Inklusion bzw. Menschen mit Behinderung irgendwie auch ähnlich betrachten können, weil Menschen mit Behinderung leben ja an Orten und die sind ja dann wahrscheinlich an nationale oder regionale Gesetze irgendwie bzw. Strukturen gebunden, dass wir halt glauben, es macht schon irgendwie Sinn, die nationalen oder regionalen Gesetze bzw. Regularien oder Bedingungen zu verändern. Und international gibt es dann halt sowas wie Menschenrechte und UN. Da gibt es auch die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland vor 10 Jahren unterschrieben hat, 2 Jahre nach Bangladesch wohlgemerkt. Und die politische Arbeit, die wir jetzt machen, ist momentan schon sehr deutschlandzentriert. Wir blicken natürlich auch innerhalb Europas oder auch außerhalb Europas auf andere Länder. Es ist ehrlich gesagt ziemlich ernüchternd, weil wir in Deutschland so viel zu tun haben, wenn wir das vergleichen mit den Rechten behinderter Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika, den es sonst in vielen anderen Fragen richtig scheiße gibt gerade. Aber beim Thema Antidiskriminierungsschutz sind die USA echt Weltklasse. Auch Kanada ist... Kann ich da kurz fragen, wieso? Also wir wissen, dass da vieles ziemlich schief läuft und die ziemlich hinterherhängen in vielen Bereichen. Warum sind die USA dafür? Gab es da 100 Rounds? Es gibt einfach sehr viele Veteranen, die Behinderung haben, die eine sehr starke Wählergruppe sind und da natürlich dann auch eine große Lobby existierte und ich glaube auch, dass ein bisschen das Rechtssystem in den USA in der Hinsicht gut hilft, dass du einfach Leute verklagen kannst, viel leichter als in Deutschland. In Deutschland gibt es ja sogenannte Schutzrechte, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, es wird von vornherein versucht, möglichst wenig falsch zu machen. In den USA darfst du alles machen, bis sich jemand verklagt. Und das ist dann sehr schnell sehr teuer. Und in Deutschland bist du aber zum Beispiel als Unternehmer oder Unternehmerin fein raus, wenn der Staat sagt, ja, ist nicht wichtig, ob dein Laden eine Rampe am Eingang hat. Dann kann man dich danach nicht mehr verklagen, weil der Staat hat es ja erlaubt. Und in Deutschland gibt es halt zum Beispiel keine gesetzliche Verpflichtung, die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit zu verpflichten. Ja, nur öffentliche Gebäude sind verpflichtet, barrierefrei zu sein. Das bedeutet Universitäten, Schulen, Rathäuser. Ja. Aber niemand von uns kauft seine Brötchen im Rathaus. Ja, sondern das tun wir beim Bäcker oder bei der Bäckerin. Und die oder der haben Stufen am Eingang, meistens.
Und ich habe keine juristische Handhabe dagegen. Und das ist ein großes Problem, da sind andere Länder wesentlich weiter, zum Beispiel Österreich. Die haben vor 10 Jahren ein Gesetz erlassen, das die Privatwirtschaft verpflichtet hat, innerhalb von 10 Jahren barrierefrei zu werden. In Deutschland diskutieren wir noch nicht mal darüber. Also wie kann es sein, trotz dir und all den anderen Menschen, die sich dafür einsetzen, Disability Mainstreaming, sage ich jetzt mal als Stichpunkt, Barrierefreiheit den Menschen zu erhöhen, wie kann es sein, dass es so stoppt hier? Die Deutschen reden ja dann immer vom Untergang der Privatwirtschaft, wenn wir Barrierefreiheit verpflichtend machen würden. Das diskutieren wir übrigens auch gerade bei Neubauten von Gebäuden, wir haben ja alle Wohnungsmangel. Und das Erste, das kippen wird, ist die Verpflichtung zur Barrierefreiheit in Neubauten. Da können wir jetzt schon darauf einstellen, weil man da eben dann auch sagt, es ist zu teuer, das lassen wir mal, wir brauchen schnell Wohnungen. Anstatt zu sagen, ja, dann wir brauchen auch barrierefreie Wohnungen. Aber das lässt man dann gerne weg. Ich sag's mal so, da kriege ich auch regelmäßig Ärger für, aber heute bin ich auf Krawall gebürstet. Wir dürfen alle 4 Jahre wählen. Und alles, was rechts von der SPD wählbar ist, tut auf jeden Fall nichts für Menschen mit Behinderung. Und das haben wir leider die letzten Jahre viel zu oft getan. Und das ist ein großes Problem, wenn es um Rechte behinderter Menschen geht. Große Sozialreformen werden nur alle 10 bis 20 Jahre angefasst. Das heißt, wenn man jetzt eine konservative Partei an der Macht hat, was wir gerade haben, kann man nicht davon ausgehen, dass sich das ändern wird. Die Situation behinderter Menschen wird sich nicht verändern. Und ehrlich gesagt, heute habe ich erfahren, dass Jens Spahn beispielsweise, unser herzallerliebster Gesundheitsminister, einen Gesetzesvorschlag gemacht hat, wo er jetzt sagt, dass Menschen, die beatmet werden müssen, in der Regel sind das Menschen mit Behinderung, dass Menschen, die beatmet werden müssen, das nicht mehr zu Hause dürfen, sondern dass diese Menschen in Intensivpflegeeinrichtungen gehören, kurz gesagt Heime. Und der macht das, weil er sagt, es gab zu viel Betrug von Menschen, die zu Hause beatmet wurden und deren Pflegediensten. Und fährt jetzt einfach alle über einen Kamm und sagt, deswegen müssen wir jetzt alle ins Heim. Und das kam heute wohl an die Öffentlichkeit und da versuchen wir gerade massiv zu mobilisieren. Also wie gesagt, die Konservativen sind in der Regel keine Freunde behinderter Menschen, auch wenn sie ihren christlichen Anspruch immer haben. Aber sie agieren unglaublich paternalistisch, immer, wenn es um das Thema Behinderung geht, was Kirchen in der Regel ganz gerne auch tun, wenn es um Schwache geht in unserer Gesellschaft, dass dann eben gesagt wird, naja, wir meinen das ja nur gut, ne? Die haben es dann in Intensivpflegeeinrichtungen besser, das klingt auch erstmal besser, so Intensivpflegeeinrichtungen klingt ja erstmal toll, aber ich war in einer undercover für 5 Tage. Undercover, wie heißt, also hast du dich da reingeschlichen und hast getan, als ob du da rein willst? Genau, kann man sich angucken unter heimexperiment.de. Da haben wir heimexperiment.de, das genau, da haben wir mal für 5 Tage mich in ein Heim geschickt, um mal zu zeigen der Öffentlichkeit, wie es ist, in einem Heim zu leben. Und das ist natürlich keine Folter, das ist auch kein Gefängnis und das ist ja auch das Perverse am System. Das ist ja für Leute, die nicht in der Situation sind, die denken, ach wieso denn? Ist doch eigentlich ganz okay. Aber stellt euch mal vor, ihr braucht Hilfe beim auf Toilette gehen, ja, und ihr habt keinen Einfluss darauf, ob euch ein Mann oder eine Frau dabei hilft. Also es geht ja einfach auch um Privat- und Intimsphäre. Ne? Oder stellt euch mal vor, die Tür des Heims ist 24 Stunden offen. Du kannst kommen und gehen, wann du willst. Ja? Aber die Struktur, in dem Fall die HeimmitarbeiterInnen, die sagen dir immer, ja, also Herr Krauthausen, es wäre schon besser, wenn Sie zwischen 19 und 20 Uhr ins Bett gehen würden. Also wohlgemerkt, ich war 37. Es wäre schon besser, wenn Sie zwischen 19 und 20 Uhr ins Bett gehen würden, weil danach kommt die Nachtschwester und dann können wir nicht garantieren, dass Sie ins Bett kommen, wenn Sie wollen. Und das führt dann dazu, und ich war nur 5 Tage da, dass ich nach 3 Tagen um 19 Uhr müde wurde. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir passen uns natürlich unserem direkten Umfeld an.
Und wenn alle um 12 Uhr Mittag essen, dann hast du plötzlich auch um 11:30 Hunger. Obwohl ich nie Mittag esse. Und die Leute werden praktisch, man nennt es Internalisierung von Strukturen, die Leute werden ja, gefügig gemacht, ohne das Böse zu meinen, sondern man passt sich eben dieser Struktur an und man blickt in Gesichter, jedenfalls habe ich das so empfunden, auch der Hoffnungslosigkeit. Und ich habe dann eine Nachtschwester, also ganz witzig, ne, weil wir hatten ja eine WhatsApp-Gruppe, die Aktivisten und ich. Und also wo ich dann undercover. Genau. Und ich habe da so Challenges bekommen. Ne? Und eine Challenge war, nachts um 3 auf Toilette wollen. Und das habe ich dann gemacht, also um 3:01 Uhr war ich auf Toilette, es ging super fix. Und ich hatte dann die Nachtschwester gefragt, weil ich wusste, die ist eben nur nachts da. Das heißt, die trifft auch relativ wenig Kolleginnen, wo sie dann gleich untereinander sich austauschen könnten. Der Typ ist komisch oder so. Ich hatte die Nachtschwester gefragt, sagen Sie mal, wie oft wechseln hier eigentlich BewohnerInnen? Und das war eine sogenannte Aktivwohngruppe. Das heißt, eigentlich sollten Menschen mit Behinderung in die Lage versetzt werden, innerhalb von 2 Jahren alleine zu wohnen. Ja, also durch, keine Ahnung, das Lernen von Kochen, einkaufen gehen, Haushalt machen. Und in dem Heim lebten 5 BewohnerInnen und alle hatten eine körperliche Behinderung. Also wir haben wirklich versucht, das auch zu vergleichen mit, wie wohne ich zu Hause in Berlin mit Assistenz und Menschen mit einer ähnlichen Behinderung in einem Heim. Also es war wirklich vergleichbar. Und also nicht die Qualität, sondern einfach die Leistungsfähigkeit der BewohnerInnen war wirklich vergleichbar. Und die sollten innerhalb von 2 Jahren in die Lage versetzt werden, irgendwann mal alleine zu wohnen. Und dann sagte die Nachtschwester zu mir, eigentlich wird hier nur ein Zimmer frei, wenn jemand stirbt. Und auf dem Papier ist es aber eine Aktivwohngruppe. Die kriegen dafür Fördergelder vom Staat. Aber es wird nicht evaluiert, es wird nicht geprüft, wie eigentlich die Erfolgsquote des Aktivwohnens später mal ist. Und das liegt unter anderem auch daran, weil der Staat kein Interesse daran hat, dass diese Menschen später vielleicht wieder Probleme erzeugen könnten. Das heißt, sie verwahren sie lieber in diesen Einrichtungen, weil dann sind sie auch raus aus der Statistik. Und das ist das perverse System. Es gibt keinen Anreiz in diesen Fördereinrichtungen, Menschen in die Lage zu versetzen, irgendwie alleine klarzukommen. Weil dann können sie wieder Probleme erzeugen. Und es ist vielleicht auch teurer. Ja, mit Assistenz zu Hause leben ist garantiert teurer als zu 5 in einer Wohngruppe mit 3 Pflegern. Gar keine Frage. Aber es ist halt nicht wie zu Hause wohnen. Und nach UN-Behindertenrechtskonvention hat jeder Mensch, eigentlich auch nach dem deutschen Grundgesetz, hat jeder Mensch ein Recht auf Wunsch- und Wahlrecht auf den Wohnort. Ja? Außer behinderte Menschen. Und da muss ich jetzt mal fragen, also super spannend, weil ich glaube, ja, wir machen uns da gar nicht so oft Gedanken drüber und können uns auch gar nicht so in die Lage hineinversetzen, wie das eigentlich ist. Und deswegen bin ich auch total dankbar, dir dazuhören zu dürfen und danke auch fürs Teilen. Aber was ist denn jetzt etwas, was wir alle, die wir hier sitzen und die wir zu Hause rumhängen, was können wir denn machen, damit es irgendwie vorangeht? Weil ein Krieg anzetteln, damit es Veteranen gibt und Lobbyismus entsteht, damit es mehr Barrierefreiheit, mehr Rechte und mehr Geld oder so gibt, also irgendwas, was praktisch ist, oder kannst du uns da irgendwas... Ja, ist eine sehr gute Frage, über die ich mir auch schon viele Gedanken gemacht habe. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel meinen Newsletter abonnieren, raul.de/newsletter, mache ich jetzt einfach mal, Eigenwerbung, das war es auch schon. Dann aber, glaube ich, kann jeder für sich mal gucken in seinem direkten Umfeld, wie viele Menschen mit Behinderung kennt er, sie oder eigentlich. 10% unserer Gesellschaft hat eine Behinderung, aber nicht jeder zählt in unserem Freundeskreis, ist behindert. Und dann können wir uns die Frage stellen, warum. Und wenn ihr jetzt nachher oder nachher nicht, aber vielleicht morgen oder die nächsten Tage in den Yoga-Kurs geht oder in eurem, keine Ahnung was, Engagementbereich seid, stellt einfach die Frage, warum fehlt hier eigentlich Menschen mit Behinderung? Dann müsste ja eigentlich jeder 10. sein, statistisch gesehen.
Und wenn euer Yoga-Raum barrierefrei ist, dann schreibt es auf die Website. Menschen mit Behinderungen haben schon so viele Erfahrungen gemacht, dass sie gar nicht mehr erwarten, dass irgendjemand auf der Website erwähnt, dass es barrierefrei ist. Ja? Und freuen sich dann natürlich, wenn sie es dann zufällig mal erfahren. Das heißt natürlich nicht automatisch, wenn du es auf die Website schreibst, dass demnächst 10 Rollstuhlfahrer auf eurer Tür stehen. Aber diese Art von Willkommenskultur wäre schon mal ein Anfang. Also wir sehen diesen Need, wir sehen diesen Bedarf, deswegen ist uns das bewusst zum Beispiel. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch der, dass ich glaube, das ist mir neulich erst aufgegangen, so diese Sonntagsreden der PolitikerInnen, ja, die sagen dann sowas immer, wenn es um das Thema Inklusion geht, wir müssen erst die Barrieren in den Köpfen senken. Diesen Satz höre ich seit 25 Jahren. Und ich glaube nicht, dass wir durch Theorie, durch das permanente Beballern oder Sonntagsreden wirklich ernsthaft unsere Einstellung ändern können. Sondern das können wir nur durch Begegnung. Begegnungen finden aber nur statt, wenn sie barrierefrei funktionieren kann. Also wenn der öffentliche Personennahverkehr barrierefrei ist, wenn der SIRPLUS Supermarkt barrierefrei ist, erst dann kann man ja einander begegnen. Das heißt, wir müssen doch erst in die Aktion gehen und dann die Theorie letztendlich, beziehungsweise die Barrieren in den Köpfen senken. Eine gesenkte Barriere im Kopf hat halt noch keinen Aufzug gebaut. Ja, aber ein gebauter Aufzug oder ein Untertitel auf einem YouTube-Video oder in Gebärdensprache bei einer Konferenz oder so, ändert die Einstellung der Menschen, die das konsumieren. Und ich habe da ein ganz praktisches Beispiel. Ich bin hier in Berlin klein geblieben, aufgewachsen, klein geblieben und kenne eigentlich keine andere Stadt ernsthaft. Ich kann mich noch erinnern, dass ich zur Schulzeit mit dem Behindertenfahrdienst zur Schule gebracht wurde, weil die BVG nicht barrierefrei war. Und dann irgendwann konnte ich mir bei der BVG so ein riesiges, dickes Buch abholen, wo drin stand, welcher Bus in der Stunde eine Rampe hat. So, also es gab es. Ein Bus die Stunde hatte plötzlich eine Rampe. Vielleicht. Dann irgendwann gab es neue Umweltauflagen in der Innenstadt. Das heißt, die BVG musste in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele neue Busse anschaffen, die plötzlich alle Rampen hatten. Das heißt, die BVG hat es aus Umweltschutzgründen neue Busse gekauft, die zufällig barrierefrei waren. Das hat dazu geführt, dass rollstuhlfahrende Menschen das irgendwann mitbekommen haben, dass die Busse ja jetzt alle Rampen haben. Und dann standen die also an Bushaltestellen. Und ich erinnere mich noch, wie ich selber persönlich Busfahrer rausprügeln musste, damit sie mir diese scheiß Rampe ausklappen. Und die haben dann gesagt, ich darf meinen Sitzplatz nicht verlassen, ich hab's im Rücken, keine Ahnung was, ich habe Hexenschuss, Bandscheibenvorfall, whatever. Gab immer Gründe, warum es nicht ging. Aber mit der Zeit, über die Jahre, stehen Busfahrer für mich zumindest inzwischen freiwillig auf und klappen mir die Rampe aus. Ich muss gar nichts mehr sagen, ich brauche nur nicken und dann kommt er. Und ich glaube, das ist einfach nur durch die permanente Begegnung passiert. Es gab nicht Schulung und es war auch nicht, dass sie irgendwie jetzt mal alle Disability Studies studiert haben, die Busfahrenden, sondern dass einfach sie irgendwann sich selbst die Frage gestellt haben, was ist mehr Arbeit? Ist es mehr Arbeit, mich die ganze Zeit dagegen zu wehren und zu sagen, meine ich nicht, und dann den ganzen Groll der anderen Fahrgäste auf mich zu ziehen, ja? Oder ist es einfach weniger Arbeit, die Rampe auszuklappen? Und sie haben einfach irgendwie die Rampe ausgeklappt. Und so einfach kann es sein. Also es ist keine Raketenwissenschaft, ja? Einander begegnen. Und dass Busfahrer unfreundlich sind, wissen wir alle. Das ist auch Inklusion. Ja? Dass sie auch zu mir unfreundlich sind. Und ich glaube, so einen pragmatischen Umgang auf der einen Seite, aber eben auch zu sagen, wir müssen erst die Barrierefreiheit schaffen, physikalisch, um dann sie in den Köpfen zu senken durch Begegnung. Und kennt doch alle diese Dunkelrestaurants zum Beispiel, ne? Wo man dann einen netten Abend hat im Dunkeln oder auch nicht so nett, je nachdem. Und man sagt ja immer, dass man dann Empathie entwickelt für Blindsein. Ich habe da große Zweifel, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass man Empathie entwickelt für Blindsein, wenn man einen Abend im Dunkeln war.
Und ich glaube, wir entwickeln Empathie fürs Blindsein, wenn an eurer SIRPLUS-Kasse jemand sitzt, der blind ist. Und zwar im Hellen. Weil wisst ihr was? Blinden Menschen, es ist scheißegal, ob es hell oder dunkel ist. Und die Inklusion ist eigentlich dann erst, wenn wir wirklich in der Mainstream-Gesellschaft einander begegnen und nicht sehende Menschen extra ins Dunkle gehen. Das ist ja wie Freakshow. Ja, ich mache mir einen netten Abend mit Freaks. Aber im Hellen sehe ich sie nicht. Und ich glaube, wir werden im Bereich der Inklusion wesentlich weiter, wenn ihr Menschen mit Behinderung im Mainstream begegnen würdet. Und zum Beispiel auch an der Kasse. Und da können wir gleich mal drüber reden, ob ihr behinderte MitarbeiterInnen habt. Ich habe gehört, ihr habt welche. Und das ist zum Beispiel großartig, ja, dass man auch da solche Beispiele zeigen kann und zeigen sollte auch. Und zu sagen, Leute, man kann im ersten Arbeitsmarkt, ihr seid der erste Arbeitsmarkt, behinderte Menschen beschäftigen und Werkstätten sind Teil des Problems, also Behindertenwerkstätten. Das ist genau das gleiche wie in einem Heim. Nicht behinderte, weiße, meistens alte Männer entscheiden, was behinderte Menschen dürfen und was nicht. Aber es gibt keine Mitentscheidungsmöglichkeit der Menschen mit Behinderung in Werkstätten, was produziert wird, zu welchen Bedingungen produziert wird. Und vor allem niemand weiß, wahrscheinlich wisst ihr das auch nicht, dass Menschen, die in Werkstätten beschäftigt sind, behinderte Menschen, nicht mehr als 160 € Taschengeld verdienen im Monat, obwohl sie 8 Stunden am Tag arbeiten, teilweise. Und es heißt Taschengeld. Und sie sind auch beschäftigt und nicht angestellt. Und es sind alles juristische Feinheiten. Wären sie nämlich angestellt, dann wäre es kein Taschengeld mehr, sondern Gehalt. Und wenn es Gehalt wäre, dann wären 160 € weit niedriger als Mindestlohn. Deswegen heißen sie Beschäftigte und bekommen Taschengeld. Und es ist letztendlich, hart gesagt, und da bekomme ich auch immer regelmäßig Ärger von der Wohlfahrt, aber ich bleibe dabei, es ist moderne Sklavenarbeit. Und dagegen müssen wir ankämpfen. Der Staat subventioniert Werkstattplätze von Menschen mit Behinderung, die dort beschäftigt sind, mit 1.300 € im Monat. Und die bekommen davon 160. Also irgendwas läuft doch falsch in diesem Land. Und diese Werkstätten werden immer größer. Wenn ihr demnächst, in den nächsten Wochen, in der Tageszeitung lest, dass Berlin mit den Werkstätten ein sogenanntes Schichtwechselprogramm macht, dass Menschen mit Behinderung in den Werkstätten mal einen Tag im ersten Arbeitsmarkt schnuppern können, wie das so ist, und Menschen aus dem ersten Arbeitsmarkt mal einen Tag in der Werkstatt reingucken können, dann wisst ihr, irgendwas läuft hier falsch. Weil eigentlich muss es so sein, dass es eben nicht so eine Art Boys- und Girls Day ist, sondern dass wir dafür sorgen müssen, dass diese Werkstätten kleiner werden statt größer, dass wir dafür sorgen müssen, dass der erste Arbeitsmarkt verpflichtet wird, behinderte Menschen zu beschäftigen und sich nicht freikaufen kann durch solche Lobbyaktionen. Also immer kritisch bleiben. Ja, total richtig. Ich hatte dich dann auch damals gefragt, weil wir haben gesagt, ja, und wir haben auch, gerade heute habe ich von unserer HR-Königin Kim erfahren, wir hatten schon letztes Jahr 4 Menschen, die ein Einstiegsqualifizierungsprogramm gemacht haben. Das können Deutsche sein, aber können auch Leute sein, die aus Ländern, wo es Probleme gibt, geflüchtet sind nach Deutschland und dann hier dadurch einen leichteren Einstieg in den Ausbildungsmarkt bekommen und der Staat hilft dann nochmal und blablabla. Aber vom letzten Jahr haben wir, glaube ich, 3 übernommen von den 4 und in diesem Jahr haben wir 4 oder 5 sogar übernommen. Und ich bin super dankbar, dass wir eben neben diesem nachhaltigen, wir haben jetzt hier auch unverpackt, sind auch teilweise nicht gerettete Produkte dabei, aber eben Bio und ohne Verpackung, oder wir haben Klopapier und irgendwie Waschmittel. Und Goldeimer. Goldeimer, genau. Also ich weiß nicht, ob ihr Viva con Agua kennt. Das ist nicht nur ein nachhaltiges Klopapier, sondern eben auch sozial. Das heißt, das hat den Mehrwert noch, dass die da eben Sanitäranlagen in Afrika mit aufbauen und weil auch nicht alle Menschen auf der Welt eben so ein gutes Sanitärwesen haben, wie wir hier in Europa haben, und deswegen auch eine super tolle Sache. Und es gibt eben so viele Dinge noch, und ich glaube, das ganze Thema auch mit Menschen mit Behinderung, ich habe da heute auch schon wieder super viel gelernt. Ich war dann eben so, hey Raul,
Sag mir doch mal, wie siehst du das? Und diese Sichtweise, die du auch gerade nochmal geteilt hast, ist eine, ich glaube ja, man kann es ja auch immer noch im Verhältnis setzen, dass es vielleicht immer noch besser ist, als dass man Menschen mit Behinderung, wie es ja in anderen Ländern ist, da gibt es überhaupt keine Gelder, da gibt es auch keine 1.300 Euro und dann gibt es ja gar nichts, das ist quasi noch schlechter, aber dass es eigentlich keine Lösung ist, zu sagen, wir bauen immer mehr Werkstätten auf und die werden dann immer noch größer oder so, sagen, wie können wir ihnen Inklusion stattfinden lassen. Aber stell dir mal vor, du als SIRPLUS würdest du die 1.300 Euro bekommen vom Staat dafür, dass du Menschen mit Behinderung beschäftigst. Das wäre auch viel effizienter wahrscheinlich. Du könntest dann wahrscheinlich sogar noch mehr kriegen, weil es dann nämlich auch noch zusätzlich Assistenzleistungen gäbe für die Person, damit sie dann letztendlich auch als Arbeitskraft funktioniert in deinem Laden. Für das, was sie vielleicht weniger kann, würde dann die Assistenz unterstützen. Und es geht ja auch nicht nur um die Wertschöpfung von Menschen, sondern es geht ja auch hier wieder um die Begegnung. Ja, das heißt, eure HR-Abteilung lernt auf einmal, wie es ist, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. Ja. Eure Kolleginnen lernen das plötzlich, wie es ist, Kolleginnen mit Behinderung zu haben. Plötzlich ändert sich vielleicht auch das soziale Miteinander und es wird insgesamt menschlicher. Also das Witzige ist, dass Werkstätten deswegen so wachsen, weil immer mehr Menschen mit psychischen Erkrankungen dort beschäftigt werden. Und diese Menschen kommen in der Regel aus dem ersten Arbeitsmarkt und gehen kaputt. Und kriegen einen Burnout und was auch immer. Und die landen dann eben in diesen Werkstätten. Und irgendwas ist doch kaputt im Arbeitsmarkt. Wenn es fix ist. Und also du hast jetzt gerade darüber gesprochen, dass da eigentlich noch sehr, sehr, sehr viel passieren muss in Deutschland, oder? Also, oder in der ganzen Welt, aber das klingt alles so, als ob wir da gerade am Anfang stehen. Wir haben Hoffnung, ihr habt ja auch schon wirklich sehr viel auf den Weg gebracht und gezeigt, dass es gehen kann, dass es auch Freude machen kann und diese Wheel Map, sobald ich weiß, wie viele Einträge habt ihr da mittlerweile? Wir sind jetzt bei 1 Million Einträgen, wir kriegen ungefähr 300 Einträge am Tag. 300 am Tag. Und das ist allein aus Deutschland oder nee, ist weltweit. Weltweit, also es läuft weltweit. Die Karte ist weltweit in 25 Sprachen. Android- und iOS-App gibt es auch und jetzt seit neuestem gibt es Live-Daten, das heißt wir haben auch Aufzugsinformationen der Deutschen Bahn mit drin und der BVG in Berlin und wir arbeiten jetzt praktisch daran, auch wieder im Sinne des Disability Mainstreamings, einen weltweiten Datenstandard zu entwickeln, damit auch andere Kartenanbieter, Apple Maps, Google Maps, Here Maps und wie sie alle in Zukunft heißen werden, diese Informationen bei sich anzeigen können. Sie müssen noch nicht mal unsere Informationen nehmen, aber die sollen sich einfach mal untereinander einigen, wie man sowas beschreibt in Zukunft. Ja, also es gibt ja auch irgendwie jede Plattform macht da was Eigenes und wir glauben, das kann man und muss man standardisieren. Gerade hat man das auch sehr erfolgreich gemacht mit Routing für öffentlichen Personennahverkehr. Ich kann ja jetzt mit Google Maps oder Apple Maps sagen, ich möchte von hier nach Düsseldorf mit dem ÖPNV und dann schlägt er eine Zugverbindung und Busverbindung vor, weil man das mal standardisiert hat. Und genauso möchte ich auch in Zukunft mit der gleichen sagen wir mal, Systematik wissen, was bedeutet Rollstuhlgerät auf Apple Maps. Und also ich bin ja, also ich dachte, es wäre so wie Foodsharing halt irgendwas so in Deutschland und das funktioniert ja ganz gut. Das Witzige ist ja, wenn man... Das erzählst du so nebenbei hier, weltweite App und also ja, wie habt ihr das gemacht? Also, wie macht ihr das? Also, ja, das ist halt, naja, wir haben ja, also wenn du die Erde ist eine Kugel, ne? Ja, bin ich dabei. Wenn du eine Online-Karte baust, dann ist es in der Regel total einfach, eine Online-Karte weltweit zu bauen, weil die Erde beschreibt sich aus Geokoordinaten, so, ne? Längen- und Breitengrade. Und es ist super kompliziert, sogar geografische oder politische Grenzen da rein zu programmieren. Und wir sind von Anfang an weltweit gegangen, weil wir gesagt haben, mit diesen geografischen Grenzen, die sowieso alle 2 Tage ändern, beschäftigen wir uns irgendwann mal. Ja? Lass uns doch erstmal beschreiben, ist die Geokoordinate AB rollstuhlgerecht, ja oder nein? Ist mir egal, in welchem Land die liegt. Also das heißt, ihr habt da eine Map aufgebaut, wo es wirklich weil es 3-4 Stellen nach einem Komma, GPS, also... Genau, GPS-Daten sind es ja und wir benutzen die OpenStreetMap, das ist praktisch so eine Art Wikipedia für Karten. Die gab es schon Jahre vor uns und wir haben dann gesagt, okay, lass uns doch mit diesen Daten
arbeiten und lass uns einfach die ganze Komplexität rausnehmen und nur die Frage zu stellen, sind die Orte in der OpenStreetMap rollstuhlgerecht, ja oder nein? Und haben dann mit den Entwicklern der OpenStreetMap diskutiert, wie sie das beschreiben würden auf ihrer Karte. Und die haben das sehr schnell dann akzeptiert, was wir ihnen vorgeschlagen haben. Und benutzen jetzt letztendlich deren Datenbasis, die wir mit der WMAP veredeln. Das heißt, wir nehmen die OpenStreetMap-Daten und stellen nur die Frage, ist dieser Ort rollstuhlgerecht, ja oder nein? Und, das ist ja auch revolutionär, oder ist das... Das Mainstreaming, also letztendlich ist es auch so ein bisschen, wir haben mit den ersten 100 Orten angefangen, die haben wir selber manuell in Berlin eingetragen und die erste Geschichte war auch WMAP Berlin. Ja? Und plötzlich haben das Leute in Stuttgart gelesen, in der OpenStreetMap-Community. Und es wurde plötzlich groß und das zweite Land, das wir aktiviert haben, im Sinne von übersetzt haben, war Japanisch. Weil in Japan gibt es eine riesige OpenStreetMap-Community. Noch bevor wir Spanisch hatten, waren wir auf Japanisch online. Dann irgendwann kam Griechisch, keine Ahnung warum. Aber die Griechen waren auch relativ früh dabei. Wir waren auch auf Klingonisch online. Und die Idee ist, dass die Community auch die Plattform selbst übersetzen soll. Ja, also wir haben eine Technologie gebaut, wo dann die Community unsere englischen Wörter benutzen kann und sie dann in ihre Sprache übersetzen kann, weil wir ja auch keine Ahnung haben, wie man politisch korrekt sagt, Rollstuhl fahrender Mensch oder so, auf Spanisch. Ja. Okay, das wüsste ich noch, aber auf Griechisch nicht. Oder Japanisch auch nicht. Oder Japanisch nicht. Ja. Aber jetzt, also du erzählst es alles so, ja... Aber das war 2010, ne? Wir haben jetzt 9 Jahre später. Aber genau, also ich bin ja auch, also ich bin ja mittlerweile auch Unternehmer und wir haben jetzt ganz viel Schulden, sind bei 1 Million oder so, aber ich hoffe, ihr habt keine Schulden. Wie läuft es? Wer kümmert sich Probleme, keine Schulden. Also die WMAP hat uns bestimmt jetzt auch 4 Millionen gekostet. An Spenden, Fördergeldern, Sponsorengeldern. Und das ist natürlich immer von der Hand in den Mund. Also wir sind jetzt 18, 20 MitarbeiterInnen mit studentischen Hilfskräften zusammengezählt. Und die größten Kosten sind auf jeden Fall Personalkosten, die wir haben. Entwicklung ist relativ komplex geworden. Und wir haben eigentlich auch nicht die Idee zu wachsen im Sinne von, irgendwann wollen wir 100 Mitarbeiter oder 40, sondern wir wollen eigentlich eher dafür sorgen, dass irgendwann Apple und Google und Nokia diese Informationen bei sich anzeigen und wir dann einfach nur noch den Standard betreiben, aber nicht mehr Apps verwalten müssen zum Beispiel. Ne? Also wir wollen schon versuchen, da irgendwann auch einen Exit zu schaffen, nicht im Sinne von des Verkaufens, sondern einfach so, die WMAP ist ein Schaufenster, die zeigt, wie es funktionieren kann. Und wir wollen eigentlich Lobbyarbeit machen, dass die Großen mitmachen. Und wir haben, ehrlich gesagt, keine Gegner. Also das ist total spannend. Auf einer technologischen Ebene redest du dann plötzlich mit EntwicklerInnen, die sagen, ja, müssen wir echt machen und lass mal drüber nachdenken und so. Das einzige Problem ist, dass das in deren Prioritätenliste nie hoch genug kommt. Ja, also alle sind theoretisch dafür, aber am Ende ist es dann doch wichtiger, irgendwie AdWords zu verkaufen. Und das kann man ja auch verstehen. Ja, aber es gab bisher noch niemanden, der gesagt hat, nee, mit Rollifahrern will ich nichts zu tun haben. Und wir merken halt, dass durch dieses warum eigentlich nicht Haltung, also wir auch schon sehr viel geschafft haben. Also es gibt mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe ja von diesen Live-Aufzugsdaten gesprochen, ne, die wir da jetzt drin haben. Was heißt denn eigentlich live, ob der oben oder unten ist? Oder was? Nee, ob er geht oder nicht. Okay, das ist natürlich wichtiger, ja. Also eine Treppe zu bewerten, hier ist eine Treppe, diese Information, ob da eine Treppe ist, die hält in der Regel 50 Jahre. Ja, der ändert sich nicht so schnell. Aber so ein Aufzug kann sich stündlich ändern, ob er geht oder nicht. Und sowohl die BVG hat auf bvg.de eine Liste von Aufzügen, die gerade nicht funktionieren. Aber auch die S-Bahn-Berlin.de hat eine Liste von Aufzügen, die nicht funktionieren. Beide gehören sie zum Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, sind aber untereinander Konkurrenten. Deswegen erzählen sie nicht, welche Aufzüge der Konkurrenz funktionieren. Das heißt, wenn ihr jetzt als Bürger oder BerlinerInnen
am Bahnhof Friedrichstraße seid oder am Bahnhof Alexanderplatz oder S- und U-Bahnhof Neukölln, wo guckt ihr dann? Guckt ihr auf bvg.de oder guckt ihr auf s-bahn.de? Und wer ist der Hausmeister von diesem scheiß Aufzug? Das ist die Frage. Und man guckt dann in der Regel bei beiden. Muss man ja, oder? Genau. Also, das Manchmal gibt es widersprüchliche Informationen. Und dann haben die gesagt, okay, das ist doch scheiße. Und auch aus eigener Benutzererfahrung, löse nur eigene Probleme, das ist auch eine Lektion, die ich gelernt habe, löse nur Probleme, die du selber hast und nicht die Probleme der anderen. Und das war ein Problem, das ich hatte. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach einen Bot bauen, der jede Minute die Website der BVG besucht und jede Minute die Website der S-Bahn besucht. Wir kopieren diese Daten, packen die auf brokenlifts.org und listen die Aufzüge nach alphabetischer Reihenfolge, von A wie Ahrensfelde bis Z wie Zoologischer Garten. Scheißegal, wer der Hausmeister ist. Wobei das ist nutzerfreundlich. Ne? Also ich möchte über Ahrensfelde nach Zoo sagen, ob die Aufzüge gehen. Und diese Idee ist letztendlich total trivial gewesen. Und haben dann mit dieser Idee den Open Data Hack Award der Stadt Berlin gewonnen, der vom Senator für Wirtschaft, Technologie und Forschung vergeben wurde. Und uns war klar, dass wir die Daten in der Grauzone erworben hatten. Also da geht halt ein Bot vorbei und kopiert die Daten. Das hätten wir wahrscheinlich juristisch durchbekommen, weil BVG und S-Bahn werden von Steuergeldern finanziert, Informationsfreiheitsgesetz und bla bla bla. Aber es hätte viel Arbeit gekostet. Und plötzlich hatten wir diese Adelung durch diesen Preis und kamen dann in Kontakt mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Mit dem Oberhausmeister. Mit dem Oberhausmeister, die Rechte der Fahrgäste vertreten. Und die haben gesagt, die Idee ist total geil, lass uns das mal richtig machen. Und auf einmal hatten wir die Erlaubnis, diese Informationen zu benutzen, legal. Witzigerweise. Immer noch via Bot? Ja, die schicken uns die jetzt freiwillig. Aber was ich erzählen wollte, ist, dass also das war so unsere Haltung war in dem Fall charmant respektlos. Ne? Also wir hatten ja recht und das wussten ja alle. Die Information ist besser so, als wie es vorher war. Aber gleichzeitig haben wir sie auch respektlos erworben. Und haben dann durch diese Abmachung dann aber, dass wir sie legal bekommen haben, diese Plattform jetzt bauen können, brokenlifts.org. Und ehrlich gesagt, mein persönlicher Fanmeinung-Moment in dem Moment ist, dass diese Informationen, die wir jetzt aufbereitet haben, zurückgespielt werden zum Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Und wenn ich jetzt sage, ich bin Rollstuhlfahrer und ich möchte von A nach B, und schlägt er mir nur noch Routen vor, wo die Aufzüge auch wirklich gehen. Früher haben sie mir nämlich Routen empfohlen, wo die Aufzüge vielleicht auch nicht gehen, weil sie die Information nicht berücksichtigt haben. Und vor 2 Jahren habe ich im Radio Berlin, ne, dieser Radiosender für Taxifahrende, kennt ihr? Taxifahrer, Radiosender vom RBB. Radio Berlin sagt jede Stunde zur vollen Stunde in den Verkehrsnachrichten Aufzugsstörungen an. Und das ist Mainstreaming. Einfach weil die Daten aufbereitet sind, plötzlich sie auch in anderer Form wieder erscheinen. Oder wer von euch ist schon mal Bergkönig gefahren? Ja. Ja? Es gibt 5 barrierefreie Bergkönige, weil wir einfach mit denen ewig darüber gesprochen haben, wie man diesen Service bauen müsste. Und ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern mit denen, dass die gesagt haben, naja, aber wenn jetzt jemand ein rollstuhlfähiges Taxi bucht und der braucht es vielleicht gar nicht, das ist ja dann Betrug und so. Und dann habe ich gesagt, das Problem will ich doch erstmal haben. Und ich kann natürlich jetzt in der Theorie alles übertrieben richtig machen, aber vielleicht passiert es einfach nicht. Und es ist bisher noch nicht passiert, haben sie mir erzählt. Ja, und das heißt, manchmal denken wir auch zu kompliziert. Also ich bin fassungslos, ich war vorher schon beeindruckt, aber ich bin es jetzt noch viel mehr, ich habe das Gefühl, wir brauchen irgendwie, ich habe vorhin von 100, wir brauchen Tausende Menschen wie dich, die wirklich auch nicht nur darüber reden, das muss und das ist alles scheiße, sondern auch wirklich, ich finde, da kommt so viel
Lösungsorientiertheit bei dir rüber, dass ich mich jetzt frage, also ja, Raul for President, wie können wir das denn machen, dass mehr sich in diese Richtung bewegt in der Welt? Also wir kommen jetzt in den letzten Minuten und dann ist eine offene Fragerunde, aber ich habe da noch, das ist die eine und dann habe ich noch eine andere Frage, aber was ist denn jetzt etwas, wenn wir jetzt mal uns in diese, ich habe ja mal Geld freigelebt, ohne Geld und also da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal danach des Landes oder so. Ja, genau. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass ich halt ja mit Schulden lebe oder so, aber jetzt gehen wir einfach mal in die Fantasie und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man träumt und dass man große Visionen haben darf. Was ist deine Vision? Quasi Geld spielt keine Rolle und zwar, vielleicht hast du dir ja auch schon öfter Gedanken gemacht, aber wie sieht da diese Welt aus und was sind vielleicht 2, 3 Schritte, die du noch kurz beschreiben könntest, weil ich habe die kurze andere Frage danach auch noch. Okay, also ganz kurz, wenn ich Präsidentin wäre, dann würde ich erstmal dafür sorgen, dass Gesetze eingehalten werden. Beziehungsweise, dass da, wo es noch keine Gesetze gibt und keine Verpflichtung gibt, dass sie eingeführt werden. Weil, und das finde ich total spannend, achtet mal drauf, wenn ihr Nachrichten hört, immer wenn PolitikerInnen von freiwilliger Selbstverpflichtung reden, egal bei was, Beschäftigung von Frauen, gleiche Bezahlung von Frauen, CO2-Reduktion, Beschäftigung behinderter Menschen, es hat noch nie funktioniert. Freiwillige Selbstverpflichtungen sind von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und immer wenn das gesagt wird, und sagt immer die FDP, sagt immer freiwillige Selbstverpflichtung, dann werdet ihr feststellen, das wird nicht passieren. Ja, wie mit der Lebensmittelverschwendung, das ist übrigens auch da. Genau. So, da macht die Bundesregierung auch nicht so viel, sondern genau die machen einen runden Tisch mal. Und der Verband der Einzelhändler, ne, sagt ja jetzt auch, oh, das soll lieber freiwillig auf Plastiktüten verzichten. Nee, das wird nicht passieren. So. Und ich glaube, dass wir für sowas wirklich Regeln brauchen und dann müssen diese Regeln aber auch eingehalten werden und wenn sie nicht eingehalten werden, dann muss das bestraft werden. Ende der Geschichte. Das macht man in anderen Bereichen auch. Also Geld ist aufwendig, aber ich glaube, nur so funktioniert es und das würde ich als erstes tun. Danke für die. Ja, also ich könnte auch stundenlang noch weiter dich da bohren, löchern quasi. Aber meine letzte Frage, bevor ich jetzt dann das Mikrofon in die Runde gebe. Wir sind ja hier in einem Supermarkt, hat auch noch die Taz geschrieben, wir sind kein Supermarkt, sondern ein Supermarkt. Fand ich ganz nett. Und wir haben hier ja, über 600 verschiedene gerettete Produkte. Ihr könnt auch gleich noch nach dem Talk dann hier, Werbepause kurz, natürlich hier noch shoppen gehen, alles mitnehmen, könnt ja, also den Laden leer kaufen. Aber ihr könnt natürlich auch noch wiederkommen oder eben online mitretten für die Leute, die leider noch nicht einen Rettermarkt in ihrer Nähe haben. Und Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen, nicht nur gegen die Lebensmittelverschwendung, die machen zwar nur 8% aller Treibhausgase weltweit aus, die Lebensmittel verschwendet werden, das ist aber trotzdem ganz schöner Batzen. Deswegen haben wir auch gesagt, das Thema muss Mainstream gemacht werden. Es geht um 1600 Milliarden Tonnen an Lebensmitteln, die verschwendet werden weltweit und alle Hungernden könnten wir 4-mal ernähren. Das heißt, es gibt ja ganz verschiedenste Baustellen, um die wir uns kümmern und ich glaube, es braucht noch viel mehr Menschen eben. Und jetzt meine Frage aber nochmal zum Thema Enkeltauglichkeit. Da hast du dir bestimmt auch schon Gedanken zu gemacht. Was sind deine Tipps, Empfehlungen, was würdest du uns hier mitgeben? Wie können wir nicht nur, darüber haben wir jetzt viel gesprochen und glaube ich, sollten wir noch viel mehr tun. Und ich glaube, ich habe das mitgenommen und ich hoffe, wir alle, dass wir das auch noch ein bisschen mehr mit ins Herz nehmen und das, was du uns gesagt hast, wirklich nicht nur rein sickern lassen, sondern Leben, Inklusion und ich glaube, darum geht's. Und das heißt, jetzt dann die allerletzte Frage von mir, quasi noch ein Tipp irgendwie, wie man mit Menschen mit Behinderung umgeht, aber davor eben die Frage, Nachhaltigkeit, Enkeltauglichkeit, was kannst du uns mitgeben, Raul? Ich hatte gerade einen Gedanken, und zwar die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, gerade wenn es um das Thema Menschen mit Behinderung geht, immer genauer hinzuschauen, wer spricht eigentlich und aus was für einem Interesse spricht wer eigentlich. Und wenn wir zum Beispiel das Thema Inklusion in der Schule nehmen, dann schreien immer alle auf. Das sind die LehrerInnen, das sind die Eltern nicht behinderter KinderInnen und die PolitikerInnen und die ÄrztInnen. Alle haben sie eine Meinung zum Thema Menschen mit Behinderung in der Regelschule.
Wer nie gefragt wird, sind die Kinder. Und das ist die eine Sache. Und dann kann man aber auch juristisch reingehen und fragen, was für ein Mandat hat eigentlich eine Lehrerin einer Regelschule zu entscheiden, welches Kind in die Klasse darf? Hat sie juristisch, arbeitsrechtlich gesehen eigentlich das Mandat mitzureden? Hat ein Arzt eigentlich das Mandat zu entscheiden, ob ein Kind mit oder ohne Behinderung in die Klasse von nicht behinderten Kindern darf? Hat ein Politiker eigentlich das Mandat, das zu entscheiden? Wer hat denn in dem gesamten Konstrukt das Mandat? Ersetzt doch mal das Wort Behinderung durch das Wort blond. Das wäre doch absurd, wenn die Lehrerin sagt, ich unterrichte nur Rothaarige. So, und der Einzige, der in diesem System das Mandat hat, ist wahrscheinlich die Schulbehörde. Und alle anderen haben einfach nichts zu melden. Und was ich mitgeben möchte in dem Moment ist einfach zu gucken, wer spricht und hat diese Person überhaupt ein Mandat. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, was wir mit dem Rechtsruck in diesem Land haben. Wir hören viel zu sehr den Leuten zu, die eigentlich nichts zu melden haben. Ende der Geschichte. Die können gerne alle 4 Jahre zur Wahl gehen, aber sonst haben sie nichts zu melden in der Geschichte, ob wir geflüchtete Menschen in unser Land lassen oder nicht, ob wir behinderte Menschen in unsere Regelschulen lassen oder nicht. Das ist einfach, haltet es aus. Das Leben ist Annehmen, Akzeptanz von Menschen, die neben mir leben. Völlig egal, wie sie sind. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer S-Bahn-Fahrt. Ja? Also ich habe, wenn ich in der S-Bahn sitze als Fahrgast, nicht das Recht zu entscheiden, wer mitfährt. Ich kann mich umsetzen, wenn die Person neben mir nicht passt. Ja? Ich kann es auch einfach aushalten. Und natürlich müssen wir nicht beste Freunde werden, wenn wir in der S-Bahn sitzen, aber es sind auch schon großartige Liebesgeschichten in der S-Bahn entstanden. Oder auch nicht. Und es gibt Menschen, die steigen früher aus, es gibt Menschen, die steigen später ein. Ja? Das ist das Leben. Das ist eigentlich eine schöne Metapher fürs Leben. Aber du bist ein riesiges Arschloch, wenn du sagst, ey, du darfst hier nicht mitfahren. Und genauso ist es halt auch in der Schule, im Arbeitsbereich, im Leben. Und ich beobachte, und das ist das Schöne, und das macht mir Hoffnung zum Thema Enkeltauglichkeit, dass junge Menschen, also sagen wir mal alle Menschen unter 50, in der Regel es besser verstehen, was eine vielfältige Gesellschaft ausmacht, wenn es um das Thema Behinderung geht. Also wenn ältere Menschen mit ihren Kindern unterwegs sind und die Kinder sind neugierig und wollen wissen, warum sitzt der Mann im Rollstuhl oder so, erlebe ich es sehr häufig, dass dann die älteren Menschen die Kinder dafür bestrafen. Da guckt man nicht hin, das darf man nicht, das macht man nicht und so. Jüngere Eltern versuchen den Kindern das zu erklären. Die sagen dann sowas wie, ich weiß nicht, warum der im Rollstuhl sitzt, wenn du möchtest, dann können wir fragen. Das ist eine ganz andere Haltung, als ein Kind beizubringen, das ist beschämend. Oder davor hat man Angst, oder das darf man nicht beißen. Und da gibt es so viele schöne Beispiele, wo ich auch Hoffnung schöpfe, dass die jüngere Generation, die inklusiv aufwächst, den Kinderkanal sieht, dass Menschen mit Behinderung mitspielen können, dass für die das einfach dann auch irgendwann so eine, warum fragt ihr diese Frage, Haltung entwickeln. Also warum sollte es nicht normal sein, dass man gemeinsam aufwächst? Voll schön, vielen, vielen Dank. Erstmal einen riesen Applaus. Ich könnte jetzt auch noch ganz viele Fragen stellen, aber jetzt seid ihr dran, da online, könnt ihr was reinschreiben und dann kommt es hier vorne bei mir an und dann... das wird mir gebracht. Also, so. Ja. Also ja, ist leider, wir sind noch ganz oldschool, wir machen mit Zetteln auch und so. Aber wir starten mal hier. Wer hat denn von euch eine Frage an Raul? Ach, ich habe auch was mitgebracht. DVDs von dem Kinofilm Die Kinder der Utopie. 10 Stück. Kurzer Werbeblock. Hi. Ich fand es jetzt sehr interessant, du hast ja bei super vielen unterschiedlichen Sachen mitgewirkt. Und ich merke das bei mir, ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich habe so einen guten Blick von außen, irgendwie, was alles passiert. Und es interessieren mich auch sehr viele Sachen gleichzeitig. Und ich habe auch immer das Gefühl, oh, das ist total wichtig und da will ich noch mitwirken. Und
ja, also bin eigentlich total motiviert, aber habe irgendwie Schwierigkeiten, dann mich zu entscheiden. Okay, wo fange ich jetzt mal an? So, wo kann ich irgendwie am meisten vielleicht dazu beitragen, dass ein Projekt vorangeht? Oder was könnte mein Beitrag sein irgendwie? Ja, willst du da vielleicht mal so erzählen, wie das bei dir so losging und wie es sich dann auch irgendwie entwickelt hat? Oder was so dein Part war eigentlich? Ja, also am Anfang war mein Part eigentlich, Leute motivieren mitzumachen. Das haben wir dann, soweit es geht, eigentlich geschafft. Inzwischen, ehrlich gesagt, da ja unsere Mission bei den Sozialhelden Disability Mainstreaming ist es total einfach, weil wir ganz viele neue Ideen haben, indem wir einfach nur fragen, irgendwas mit Behinderung. Ja, Menschen mit Behinderung werden einfach nie mitgedacht, so gut wie nie mitgedacht. Das heißt, ob es Kinder mit Behinderung ist oder Stepstone mit Behinderung oder keine Ahnung, mobile.de mit Behinderung. Also du kannst in dem Fall so viel erfinden, weil es einfach noch nichts gibt. Das macht es uns gerade sehr einfach. Aber so zum Thema Anfang, wie soll ich sagen, ich finde es halt nice, wenn man versucht, Behinderung nicht immer so als die Behinderten müssen sich zu Behindertenthemen engagieren betrachtet, sondern auch, wie es zum Beispiel jetzt die Ende-Gelände-Initiatorinnen machen. Die haben ja diese Finger. Ne? Es gibt ja dann irgendwie den rosanen Finger, dann gibt es den bunten Finger, diese Aktionsgruppe, ich glaube, die nennt sich Finger. Und der bunte Finger ist der Inklusionsfinger. Das heißt, die motivieren Menschen mit Behinderung, sich für Umweltschutz zu engagieren. Und das finde ich mega spannend. Ja? Also auch behinderte Menschen müssen sich nicht für Behinderte engagieren müssen, sondern sie können auch Umweltaktivistinnen werden oder bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten. Und da dann zu gucken, in den Bereichen, in denen du zum Beispiel jetzt schon aktiv bist, einfach mal die Frage stellen, hey, wie wäre es denn, wenn wir uns auch für diese Zielgruppe der Engagierenden öffnen? Was kann man dafür tun? Meint man das eine Ampel, meint man das Gebärdensprachdolmetscher oder Übersetzung in leichte Sprache? Da findet man dann relativ schnell, glaube ich, auch Möglichkeiten. Und dann Leute einladen. Ne? Also natürlich, Menschen mit Behinderungen sind oft entweder in Einrichtungen, ja, was ich ja vorhin gesagt habe, und dann auch da Einladungen aussprechen und zu sagen, ey, wir haben hier Platz, wollt ihr nicht mitmachen? Lass uns ausprobieren, wie weit wir kommen. Natürlich wird nicht jeder Astronaut, aber das werden nicht Behinderte auch nicht. Wer hat denn noch hier eine Frage oder haben wir schon einen Zettel? Ich habe auch eine Frage. Ja, Caro, dann machst du das mal. Okay, almost there. Was sagst du denn zu so Kreativwerkstätten und mit behinderten Menschen? Also da gibt es ja unterschiedliche Ansätze von irgendwie Theater über irgendwie alle möglichen Sachen. Also ich finde es besser als gar nichts, muss man ganz klar sagen, aber gerade so inklusive Theater, beziehungsweise Theater von und mit Menschen mit Behinderung, muss man schon auch die Frage also genauer hinschauen. Es gibt dann oft, sind es Werkstätten, das heißt auch die verdienen nicht mehr als 160 €. Wenn sie irgendwo ausgeliehen werden für Kinofilme oder große Theaterproduktionen, dann kriegt das ganze Geld, das normalerweise normalen Schauspielern bezahlt wird, die Werkstatt, und der Schauspieler mit Behinderung kriegt halt immer noch nur 160 €, auch wenn er bei einem großen Kinofilm mitgespielt hat. Das ist ein großes Problem. Und ich glaube, da können die Werkstätten selber natürlich auch nur bedingt was ändern. Das ist nun mal der gesetzliche Rahmen. Das ist sicherlich besser als Körbelflechten, ein Theater zu machen. Auf der anderen Seite müssen wir dann politisch die Fragen stellen, warum ist eigentlich die Ernst-Busch-Schauspielschule so elitär, dass behinderte Menschen da gar nicht aufgenommen werden? Wie kann das eigentlich sein? Und da wird dann gesagt, naja, als Schauspieler muss ja fechten und Ballett können. Und dann denke ich so, ernsthaft, bin ich nicht sicher, ob das irgendwie eine Grundvoraussetzung für Schauspielerei ist. Und da, glaube ich, wäre dann der große inklusive Hebel, eben die großen Stätten der Ausbildung zu knacken, dass sie sich für behinderte Menschen öffnen. Ich habe ein Theaterstück beraten in Berlin, das Krebstheater, die kennt man hier, ne? Krebstheater, Kinder, Jugendtheater,
Wir haben ein Stück gemacht zum Thema Inklusion, Cheer Out Loud, großartiges Stück, mit Schauspielerinnen mit Behinderung und ohne Behinderung. Und die haben das ein Stück weitergedacht. Und zwar haben die es so gedacht, dass sie gesagt haben, also wir nehmen auch Schauspielerinnen mit Behinderung vom freien Markt, also die nicht von Werkstätten ausgeliehen werden, nicht nur, sondern wir nehmen auch welche vom freien Markt. Und die Schauspielerinnen mit Behinderung sollen auch nicht behinderte Rollen spielen. Und das ist auf so vielen Ebenen irgendwie so smart gemacht. Und auch, glaube ich, dass es das Publikum in der einen oder anderen Situation echt auch fordert. Nicht im Sinne von anstrengend, sondern im Sinne von mentale Denkleistung bedingt. Ja. Aber man muss auch dann sehen, dass die Proben anders sind, als wenn nur nicht behinderte SchauspielerInnen gemeinsam Stücke machen. Und das ist dann manchmal ein bisschen aufwendiger und braucht mehr Zeit, aber dafür gibt es im System kein Geld. Und dann wird es wieder so ein Charity-Ding, weil dann die Aktion Mensch kommt zum Beispiel oder irgendwie die Caritas oder wer auch immer und dann ein bisschen Geld dazu gibt, damit es passiert. Aber es ist eben noch nicht Mainstream. Mainstream wäre es praktisch, wenn es dafür einen allgemeinen Fördertopf gäbe vom Kultursenat oder so, der dann sagt, immer dann, wenn behinderte Menschen in Stücken eingesetzt werden und das befürwortet der Senat zum Beispiel, dann gibt es dafür extra Geld. Sowas könnte man ja machen. Aber das sollte nicht ein Charity-Aspekt sein und bleiben. Und ich versuche das immer so ein bisschen zu vergleichen mit, ja, also wenn ich ein Gebäude baue, dann baue ich ja auch Männer- und Frauentoiletten. Ne? Und da stellt niemand die Kostenfrage. Die Kostenfrage wird erst dann gestellt, wenn die Behindertentoilette gebaut werden soll. Und wie schräg wäre das eigentlich, wenn wir sagen würden, wir bauen nur noch Männertoiletten. Das ist ja doppelt so teuer, als noch Frauentoiletten zu bauen. Aber warum kosten behinderte Menschen gesellschaftlich immer Geld, aber die Gleichberechtigung von Mann und Frau wird nicht finanziell diskutiert? Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, diesen Schritt müssen wir jetzt einfach mal gehen, dass eben Menschenrechte und Teilhabe nicht mit Geld zu berechnen sind. Das ist einfach ein Menschenrecht. Nochmal zu dem Thema Theater- und Tanzgruppen finde ich es auch total spannend. Wir erleben Menschen, gerade mit sogenannten geistigen Behinderungen, immer nur als Gruppen. Ja, wir erleben sie als Reisegruppen, als Tanzgruppen, als Theatergruppen, als Wohngruppen, aber wir erleben sie nie als Individuen. Und wir duzen sie ständig, egal wie alt sie sind, gesellschaftlich. Wir nennen sie liebevoll Downies. Ja, und wir sagen, die sind immer so emotional und alle so fröhlich. Aber in Wirklichkeit wissen wir es nicht. Wir haben das alles irgendwie übernommen aus den Medien und auch wie sie dargestellt werden. Die wenigsten Menschen wissen, dass auch Menschen mit Trisomie 21 zum Beispiel Depressionen haben. Ja, und warum haben sie Depressionen oft? Weil sie sich auch oft unterfordert fühlen. Weil sie immer nur geduzt werden und weil sie immer nur in Gruppen auftreten und nicht als Individuen gesehen werden. Und das ist auf der einen Seite tragisch, aber auf der anderen Seite liegt das eben daran, dass sie eben auch nur in Gruppen verwahrt werden. Und ich weiß nicht, kennt ihr Menschen mit geistiger Behinderung beim Vor- und Nachnamen? Wir kennen sie dann als Tanzgruppe oder Musikgruppe Station 17 oder Rambazamba oder Tikva, ne? Aber nicht als Individuen. Und das finde ich traurig. Ich glaube, da hast du auch wieder vollkommen recht. Und ja, ich kann da einfach so viel einfach mitnehmen und lernen von all dem, was du sagst. Ich möchte aber sagen, wir kennen deinen Namen. Und nicht nur die Menschen, die hier in dem Raum sitzen, sondern ich habe mit vielen Leuten vorher gesprochen und du bist einer, der, glaube ich, auch so wie so eine Galionsfigur ist, die sich für Menschen mit Behinderung, mit den ganzen Schwierigkeiten, die da einfach so mitkommen in unserer Gesellschaft, aber einsetzt. Und ich finde, du sprichst auch mit so einer Leichtigkeit und hast so eine Freude und kannst auch selber quasi über ein Selbst lachen oder über die Absurdität, die da auch noch existiert. Und das ist, also deswegen, ich möchte nur sagen, du hast einfach schon so viel erreicht auch. Also wenn du sagst,
ja, niemand kennt die Leute kennen dich mittlerweile und nicht nur dich, sondern natürlich auch andere, weil du bist da einfach auch nochmal, ja, eben wie die Greta aus Schweden. Ich bin noch weit weniger bedeutend als Greta. Ich bin ein großer Greta-Fan. Ich auch, ja. Ich wäre am liebsten mit ihr zusammen auf dem Segelboot. Wie lange fährt ihr eigentlich, weiß man das? Ja, ich bin ja auch rüber gesegelt, das geht ganz schön schnell. Vor allem hat die so ein, also wenn du schnell bist, 10 Tage, wenn es langsam dauert, so 2 Wochen und kann natürlich auch länger dauern, aber die hat einen Flitzer abbekommen, das ist quasi wie ein Porsche. Da kann sie mit 300 auf der linken Spur rüber donnern. Aber ich denke, dass es jetzt zum Beispiel eine Aufgabe von uns sein kann, Menschen mit Behinderung Bühne zu geben. Ne? Also Platz zu machen, auch ich habe diesen Auftrag, Platz zu machen und versuche dann eben auch zum Beispiel in diesem Newsletter, den ich erwähnt habe, in jeder Ausgabe eine Person mit Behinderung zu Wort kommen zu lassen, in einer eigenen Kolumne, noch weit bevor ich irgendetwas erzählt habe. Und ich habe eine Fernsehsendung, wo wir Schauspielerinnen und Künstlerinnen mit Behinderung auch interviewen und versuchen auch ihnen zu zeigen, ihr seid mehr als, oder der Gesellschaft zu sagen, Menschen mit Behinderung sind mehr als ihre Behinderung. Sie können auch Musik machen, Schauspielerei, Tanz, whatever. Und auch hohem Niveau. Also ich möchte nicht, dass wir klatschen, weil ein Mensch mit Behinderung ein Bild gemalt hat. Ja, also kein Applaus für Scheiße. Sondern ich möchte, dass wir klatschen, weil es wirklich gute Kunst ist. Und diese Menschen wollen wir zeigen und das ist letztendlich auch so der bescheidene Beitrag, den ich versuche zu leisten. Cool. Noch eine Frage hier aus dem Publikum. Online, Martin, Maike? Nee, haben wir keine. Gut, dann frage ich noch eine. Vielleicht hat ja sonst noch jemand hier eine. Aber du hast jetzt erzählt, dass du hier in Berlin ganz viel gerissen hast, mit der Wheel Map weltweit mittlerweile. Was sind deine Ambitionen jetzt? Wir haben darüber gesprochen, ja, am liebsten genau President und dann gibst du da den Kurs vor, damit es endlich mal funktioniert, was ja auch in anderen Ländern schon funktioniert. Aber was sind jetzt deine nächsten Schritte neben dem, was du gesagt hast? Ich finde das genial mit dem Coden und dass es dann irgendwann ganz normal halt in Google Maps drin ist und so weiter. Aber was hast du noch für Ambitionen? Was möchtest du in den nächsten Jahren noch auf die Straße bringen? Also am 18. August, das ist am kommenden Sonntag, hat die Bundesregierung Tag der offenen Tür, unter anderem auch das Gesundheitsministerium, und um 10:30 Uhr macht Jens Spahn dort eine Führung. Und wie ich ja vorhin erzählt habe, möchte Jens Spahn, dass Menschen mit Behinderung, die unter Beatmung stehen, in Heime sollen, werden wir dort Jens Spahn besuchen und dort eine kleine Protestaktion machen. Ihr seid herzlich eingeladen, dazu zu kommen, beim Bundesgesundheitsministerium. Das ist so ein kurzfristiges Ziel. Wir wollen versuchen, dieses Gesetz so weit zu entschärfen, dass es für Menschen mit Behinderung keine Nachteile hat. Ansonsten... Kann man da irgendwas unterschreiben? Gibt es eine Petition? Wir arbeiten gerade dran. Okay. Das ist heute erst alles passiert und ich bin eigentlich am Schwitzen. Also die teilen wir auf jeden Fall an, weil du gerade gesagt hast, die steigt dann... Nicht meingesetz.de kann man auf jeden Fall den aktuellen Stand der Debatte mitkriegen. Nicht meingesetz.de. Genau. Okay. Und mittel- und langfristig ist meine Idee, zusammen mit ein paar anderen Aktivistinnen wirklich mal auch real existierende Barrieren zu beseitigen. Also dieses Thema Barrieren in den Köpfen senken, dieses Awareness-Raising, ich denke, das haben wir jetzt alle lange genug versucht, hat nicht geklappt. Vielleicht müssen wir jetzt auch mal so ein bisschen zur Tat schreiten und dabei sind uns auch viele Mittel recht und vielleicht auch bis hin zum zivilen Ungehorsam, so lange bis einfach Barrieren endlich mal beseitigt wurden. Und ich denke, in die Richtung wird meine Arbeit in Zukunft gehen. Einige sagen, es ist eine Midlife-Crisis, andere sagen, und das fand ich eigentlich auch einen ganz spannenden Gedanken, wir haben jetzt so viele Preise gewonnen und Bundesverdienstkreuz und all den ganzen Zauber und es ist trotzdem nichts passiert. Ne? Also, was heißt das jetzt eigentlich? Und vielleicht kann ich jetzt die restlichen 30 Jahre, die ich noch habe, gucken, anders zu verwenden. Vielleicht schafft man da ein bisschen mehr. Ja, also ich glaube, du hast schon krass viel geschafft und gerockt und ihr, alle, die da auch mitgemacht haben. Und ich habe aber jetzt noch eine weitere Frage. Habt ihr alle schon
Greta kennen alle, ja. Fridays for Future kennen auch alle, ja. Und jetzt haben die aber gesagt, sie wollen ja nicht alleine immer nur streiken am Freitag, sondern die wollen jetzt, dass sich wirklich mal was tut. Und während die Greta da jetzt nach New York geht und so, sind hier schon die Vorbereitungen für den Generalstreik. Am 20. September. 20. September, und zwar wird es der größte Streik, der größte Klimastreik der Welt. Wir haben uns heute auch bei SIRPLUS entschieden, dass wir da auf jeden Fall dabei sind. Ja, auch, ja. Das heißt, wir sind alle geschlossen und vielleicht, ihr seid auch schon dabei. Super. Wir haben keinen Laden, den man schließen kann, aber wir werden da sein. Ihr seid am Start. Genau, weil ich glaube, das ist noch eine Message, die ich einfach nochmal allen mitgeben möchte. Auch ihr arbeitet in irgendwelchen Firmen, Organisationen, Universitäten, wo auch immer. Und wenn nicht, kennt ihr Menschen, die da irgendwo arbeiten oder geht irgendwo einkaufen, nehmt irgendeine Dienstleistung, geht in ein Yoga-Studio, was auch immer. Und ich glaube, wir haben jetzt noch 5 Wochen Zeit, bis dieser 20. September passiert. Und wenn wir es schaffen, Millionen Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße zu bekommen und wirklich ein Zeichen zu setzen und zu sagen, was die Greta und die Fridays for Future Bewegung angestoßen hat, ist super, aber wir müssen eine fette Schippe drauflegen und wir müssen jetzt wirklich mal ansagen, dass es eben vorbei sein muss, mit Labern, mit Diskutieren, mit diesen, was du gesagt hast, diesen mündlichen, wie hast du es genannt? Sonntagsreden. Ja, Sonntagsreden und diesen mündlichen oder freiwillige Selbstverpflichtung. Freiwillig ist irgendwie, ja, also ganz ehrlich, wer von uns sagt denn, ja, also meine Frau wohnt auf Mallorca, meine Frau zum Glück wohnt nicht auf Mallorca, die Eltern von meiner Frau wohnen da und wir fahren da immer hin, das ist auch total schön. Das Problem ist einfach nur, der Flug nach Mallorca, der ist 3 bis 5 Mal billiger, teilweise 10 Mal billiger als die Fähre und der Zug. Es ist 10-mal komplizierter, das Ticket zu kaufen, weil du auf 5 verschiedenen Plattformen sein musst und dass man es überhaupt hinbekommt, ist wirklich, und es geht nicht und da muss, glaube ich, auch gesetzlich was passieren und das muss subventioniert werden, beziehungsweise die Steuern nicht mehr erhoben werden. Das heißt, es muss wirklich mal was passieren. Die Politik hat sich bis jetzt auch ein bisschen rausgehalten, also sei es in der Ernährung, sei es eben, wir müssen vielleicht mal wirklich härtere Steuern auf die Dinge, die die Umwelt aktiv zerstören, setzen oder einfach wirklich auch Verbote erteilen und so weiter. Und wenn wir vielleicht alle diesen Moment nutzen, wir haben 5 Wochen Zeit, macht da Druck, wenn ihr nicht selber Chef oder Chefin seid oder da im Verein, wo man abstimmt oder so, gebt bitte diese Message weiter und alle auch da draußen, wir können was verändern und das heißt nicht nur einmal Fahne schwingen am 20. September und dann machen wir alle wieder weiter, sondern wir haben jetzt noch ein paar Jahre, so wie man sagt, mit diesen Tipping Points und also wahrscheinlich, um das Allerschlimmste zu vermeiden. Und wir haben jetzt noch 5 Wochen Zeit, gemeinsam da wirklich ein großes Zeichen zu setzen. Und ich fände es total schön, so wie das heute total besonders ist, dass du dir die Zeit genommen hast und ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir wirklich mal sagen, lasst uns doch alle am 20. September wiedersehen und es gibt keine Ausreden. Was ich total spannend finde, ich glaube, wir erleben gerade wirklich eine sehr spannende Zeit, weil die Argumente der Menschen, die gerade die Macht haben, sind richtig dünn. Also Leuten, die streiken, zu sagen, geh zur Schule, ist einfach das dünnste Argument, das man bringen kann. Wenn es eigentlich um was ganz anderes geht. Wenn Christian Lindner sagt, das sollte man den Profis überlassen, und dann kommen die Profis und sagen, ja, aber die haben doch recht, das ist halt auch richtig schwach argumentiert. Und das zeigt ja, das legt doch alles offen. Und ich habe vor 2 Tagen im Radio gehört, im Deutschlandfunk, leider sehr tragisch, aber die Proteste in Hongkong, wie die aufbegehren, obwohl es eigentlich aussichtslos ist. Und die mit super simplen Maßnahmen, die haben einfach in den U-Bahnen die Türen offen gehalten. Dann fährt die U-Bahn nicht los. Und wenn eine U-Bahn nicht losfährt, dann fährt die ganze Linie nicht. So, und jeder kann in einer Tür einer U-Bahn stehen. Damit tut man niemandem weh, man verletzt sich nicht. Also es gibt super geile, einfache Protestmöglichkeiten, um auch, Generalstreik heißt, nichts geht mehr. Ja? Also das ist nicht so, ja, wir machen mal 2 Stunden frei, sondern nichts geht mehr. Und die U1 lahmzulegen ist, oder U8, ist relativ einfach. Nur so ein Tipp. Geil, also soviel zu sehr zivilen, unzivilen Ungehorsam. Da gibt es Möglichkeiten, wo wir alle mitmachen und uns wahrscheinlich nicht mal strafbar machen. Also wir werden da nicht eigentlich abgeführt oder so. Aber ja, ich wollte mich nochmal im Namen
von allen hier bei dir bedanken, Raul, für ja, einfach dein unglaubliches Wirken, deinen Mut. Ich glaube, das haben wir jetzt alle noch mehr verstanden, dass du dich wirklich mit deinem ganzen Herzen, mit vollem Einsatz, mit der ganzen Energie, die du hast, einbringst und so viel bewirkt hast, und dafür bin ich dir einfach vom Herzen dankbar. Und bitte mach weiter so und inspiriere uns, inspiriere die Menschheit. Ich hoffe, dass das auch ja, über den deutschen Rahmen, wenn es hier irgendwie langsam auch besser wird, auch noch möglich ist. Inshallah. 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 Und ja, schön, dass es dich gibt. 1000 Dank und auch euch fürs Dabeisein und Herkommen. Und jetzt genießt noch den Abend, shoppt den Laden leer und sonst könnt ihr auch vielleicht noch kurz mit Raul sprechen. Genau, und diesen Film, willst du dafür noch kurz? Genau, ich habe DVDs in meinem Rucksack dabei, die Kinder der Utopie, 10 Stück, for free, just tickets. Kennt ihr den Film, die Kinder der Utopie? Okay, sorry. Das ist ein Kinofilm, der vor 3 Jahren gedreht wurde an meiner alten Grundschule, wo Kinder begleitet wurden, wie sie gemeinsam beschult wurden, Kinder mit und ohne Behinderung. Und 12 Jahre später hat der Regisseur diese Kinder wieder getroffen und gefragt, was ist eigentlich aus euch geworden? Und das Interessante ist, dass die Kinder, die damals gemeinsam zur Schule gingen, heute vor den gleichen Fragen im Leben stehen, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Also von zu Hause ausziehen, Ausbildung machen, Berufswahl. Und das alles, was wir momentan über Inklusion diskutieren, ist immer, ja, aber das geht ja nicht, weil, das können die ja nicht und die brauchen Sonderschulraum und so weiter. Und es wird immer problemhaft diskutiert. Aber hier sieht man mal ganz konkret, wenn man die Ressourcen in Menschen sieht und ihnen zutraut, was aus ihnen werden kann, dann ist viel mehr möglich, als wir glauben. Natürlich wird nicht jeder Astronaut, aber es wird auch nicht jede Astronautin werden. Und es ist mehr möglich, als wir glauben. Und das zeigt dieser Film, finde ich sehr schön. Die Kinder der Utopie lief am 15. Mai, nur an einem Tag bundesweit in den Kinos. Wir hatten über 20.000 Zuschauer an dem Abend, mehr als Pokémon und Avengers. Bin ein bisschen stolz drauf, weil wir ein Jahr online mit Kampagne und so weiter gerödelt haben. Jetzt ist der Film auf DVD, ich habe 10 Stück dabei. Ich werde sie hier auf den Tisch gleich legen lassen und dann guckt ihn euch an, erzählt euren Freunden davon. Wir wollen die Botschaft weitertragen. Ich finde es eine total, also danke auch für das Vorbeibringen, und ich habe es mit meinem Buch, ich habe mal ein Buch geschrieben und da habe ich auch 1/3 der Auflage verschenkt. Das war in meiner geldfreien Zeit, und ich habe da auch reingeschrieben, bitte verschenkt es weiter, weil wir haben hier auch so eine Bücherecke bei uns, das heißt, die Leute können... Da können wir eine DVD reingeben. Da können wir eine DVD ja, reinlegen. Also gibt es noch 9. Und die anderen 9, aber bitte nehmt die mit, schaut es an und schenkt es jemandem. Und diese DVD, die ihr mitnehmt, die sollte die Runde machen und am besten eben so pflegsam behandelt werden, wie als ob das ein Original ist von Michael Jackson, was er unterschrieben hat. Wer von euch hat noch einen DVD-Player? Das ist nämlich das größte Problem im Moment. Okay, sehr gut. Ja, das läuft. Also ich glaube, da gibt es schon. Und ja, dann danke euch. Danke dir, Raul. Schön, dass wir zusammen die Zeit hatten, und dicken, fetten Applaus nochmal für dich und alle Menschen, die dich auch unterstützt haben. Danke für den schönen Abend. Danke. Ja, ich sehe schon. So viele, wie du findest.